Hallo und herzlich willkommen mit dem lieben Crazy Do Gaming bei meiner 11. Ausgabe von Gothic Matters. Also, ich freue mich, dass du zugestimmt hast und ich freue mich, dass du jetzt hier bist. Dann kannst du dich jetzt natürlich kurz vorstellen, mein Freund. Hallo, ja, mein Name ist Crazy Dog Gaming. Ich bin Gothic-YouTuber, auch Gothic-Streamer. Ich bin auch Speedrunner. Genau, und ja, was ich sagen kann, Gothic 1, 2, 3, wie auch immer. Ich bin ein großer Liebhaber von Gothic und auch Piranha Bytes Spielen. Und genau, ja, ja. Perfekt. Wir ja auch hier. Die Genau, meisten genau. Leute, die das anschauen, genau. Okay, wie ist denn dein YouTube-Werdegang gewesen? Was machst du jetzt zurzeit? Also, das hat eigentlich, mein YouTube-Werdegang hat schon sehr, sehr früh angefangen. Da war ich, glaube 10 oder 12 Jahre alt. Da habe ich schon sehr, sehr viel YouTube geguckt gehabt. Da hieß mein alter Kanal noch Crazy Dog, also ohne Gaming im Prinzip. Und da habe ich auch schon noch sehr, sehr viele Videos gemacht, aber das war jetzt nichts mit Gothic, das war so noch früher Wine und solche Videos, so Memes und sowas habe ich gemacht. Vielleicht ab und zu mal Let's Plays und sowas. Auch ein bisschen Musik habe ich gemacht. Und dann irgendwann mal habe ich mal den Sprung zu Crazy Dog Gaming gemacht. Und da habe ich dann angefangen mit Gothic Mod Speedruns, also mit ganz kleinen Gothic Speedruns. Ich habe auch Gothic Tutorials begonnen anzufangen, also so Game TTS Tutorial und so weiter und so fort. Genau, und dann hat es sich so verlaufen. Ich habe dann irgendwann mal mit Stream auch begonnen und dann habe ich immer mehr und immer mehr Gothic 2, Gothic 1, Gothic 3 gespeedrunnt. Also ich bin dann mehr in die Hauptspiele dann rübergegangen und das hat sich dann bis jetzt halt so entsprechend entwickelt, genau. Ja. Nice, nice. Wie bist du damals auf Gothic gekommen? Wie ist deine Geschichte Ja, dazu? das ist auch eine lustige Geschichte. Ich war halt so ein Kind, ich habe früher fast jede Konsole gehabt. Also ich hatte schon den Luxus, ich hatte eine Wii, Nintendo, ich hatte ein Game Boy, ich hatte eine PlayStation 2. Also es war vor 10, 12 Jahren sowas, ne? Ich hatte auch einen PC und mein Vater hatte immer sehr, sehr viele CDs vorhanden im Prinzip, also CD-Spiele vom PC. Und da habe ich natürlich alles mal durchgewurschtelt, ne? Also alle möglichen Spiele, die er da hatte. Und da war da zufälligerweise die Gothic 2 Classic, nicht mal die Classic, das war glaube die Gold Edition, genau, das war die Gold Edition, habe ich die gefunden gehabt. Mein Vater hat das Spiel überhaupt nicht gefallen, deswegen habe ich es dann irgendwann zufällig gespielt. Ja, und dann hat sich so ergeben, ne? Ich habe das dann gespielt, habe dann nichts gecheckt natürlich als Sechsjähriger. Aber irgendwann mal später, wo ich dann 9 oder 10 war, hatte ich dann so ein eigenes kleines Laptop. Und da habe ich, glaube das erste Mal Gothic 2 durchgespielt gehabt, als Ritter, glaub sogar. Genau, und so bin ich dann auf Gothic gekommen im Prinzip. Sehr Ja, nice. Ich bin damals auch als Kind in Gothic 2 erst eingestiegen. Durch meinen krass. Cousin halt. In Gothic Ja, 2 Original halt. Tatsächlich noch ohne den des Raben bei mir noch. genau, Damals. genau. Das ist schon cool gewesen, auf jeden Fall, ja, ja. Ja. So. Gibt es eine Geschichte, warum du dich Crazy Dog genannt hast und jetzt Crazy Dog Gaming halt? Ja, das war eigentlich ein zufälliger Reinfall. Also ich sag's mal so, ich habe immer noch einen Hund und der war immer verrückt, ne? Und da ich auch immer verrückte Hundevideos früher auf YouTube gesehen habe, habe ich jetzt diesen Namen im Prinzip genommen, also Crazy Dog, genau, nur deswegen. Na Ja, cool, aber ist auch eine Geschichte. Also. ja, ja, genau. So. Wie lange brauchst du denn durchschnittlich, um ein Video fertig zu entwickeln? Von Konzept bis zur Veröffentlichung. Je nachdem, was es für ein Video ist, natürlich anders, aber einfach mal. Ja, es kommt drauf an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Twitch-Highlight hochlade, ne, du weißt ja selber, das dauert vielleicht so ein paar Minuten oder so. Es kommt natürlich drauf an. Aber wenn ich habe ja früher auch viele Gothic-Sketches gemacht. Das ist Mhm. auch saumäßig viel Arbeit gewesen. Ähm,
Die Ideen tatsächlich kamen zufällig. Vielleicht mal, wenn ich auf der Arbeit war, auch in der Pausenraum oder wenn ich im Sofa saß und ein bisschen so nachgedacht habe. Dann kamen so urplötzlich diese ganzen Ideen von den Sketches. Und dann habe ich sie schnell aufgeschrieben in so einen Textnotizblock und dann entsprechend die nächsten Tage auch umgesetzt. Also wenn ich dann mal wirklich zum Beispiel so ein Sketch gemacht habe, hat es schon mehrere Tage gedauert. Aber durchschnittlich so ein Speedrun-Video oder oh, durchschnittliche Videos so dauern vielleicht maximal 2, 3 Stunden. Also ja, es Auch geht. einen Speedrun zu schneiden. Ein Speedrun, also wenn ich nur den Anfang, den Ende cutte, nicht, aber so durchschnittlich meine ganzen Videos zusammen, würde ich so 2, 3 Stunden sagen, ne? Ah, okay, verstehe. Genau, Verstehe. genau. Okay. Okay, dann, so. Was ist denn dein Lieblingsspiel von Piranha Bytes? Was hat dich am meisten gefesselt? Äh, also das ist wahrscheinlich klischeehaft, aber Gothic 2, die Nacht des Rahmens ist mein Favorite of all Gothic-Teile und Piranha Bytes Spiele. Ja, tatsächlich, die 90% der Leute ist das der Favorite Teil. Ich hatte bis jetzt nur ein Interview, wo es nicht so war. Krass. Und wir sind ja schon beim 11., also. Ja. Krass, ja. Ne. Okay, du weißt, jetzt geht's ins Podcast. Wir werden ja Gothic 1 bis 3 durchgehen, so wie meine ganzen anderen Podcasts. Und wir beginnen bei Gothic 1 mit der Spielwelt jetzt. Mhm. Ja. Die Spielwelt ist in Gothic 1 so eine kleine Welt, würde ich sagen. Sie ist jetzt auch leider leer, weil das Spiel halt nicht so viel Zeit hatte tatsächlich in der Entwicklung. Aber ich würde sagen, die Welt ist trotzdem, dass sie so klein und leer ist, trotzdem relativ groß designt worden. Das muss man natürlich zu der Gothic 1 Spielwelt sagen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Die ist relativ grau, kann man sagen. Und so, ja, man merkt einfach, dass man in einer Kolonie ist. Das merkt man schon anhand den Farben einfach, dass alles ein bisschen ausgestorben ist. So. Ähm, ja, was noch? Was kann man noch sagen? Ich find's auch cool, und das muss ich tatsächlich, und da bin ich sehr auch auf ein Gothic Remake gehypt, auf diese ganzen Ruinenstellen, weil ich bin so ein Fan von Ruinen tatsächlich, auch in Real Life. Und zum Beispiel diese Klosterruine oder diesen Nebelturm oder so zu besuchen, ist eigentlich schon ganz cool. Genau, ja. Ja, ich freue mich auch schon sehr aufs Remake. Hast du auch das Remake gespielt auf der Gamescom oder warst du überhaupt auf der Gamescom? Leider nicht. Wann war die Gamescom nochmal? Immer Ende August. Ja, tatsächlich war ich da in Italien, im Monza und Mhm. Mailand. Ja, alles gut. Hätte ja sein können. Ähm, Ja, okay, sehr schön. Wie findest du den Fantasy-Style in Gothic 1? ich finde also ich bin persönlich kein so krasser Fantasy-Typ eigentlich, wenn es jetzt um Spiele oder Rollenspiele geht Mhm. tatsächlich. Deswegen finde ich Gothic eigentlich die perfekte Balance zwischen Realismus und Fantasy, weil für mich die meisten Monster, wenn man sie sich anschaut, zum Beispiel jetzt sagen wir ein Snapper, ne? Das sieht einfach so aus wie so ein kleiner Dinosaurier, ein T-Rex, glaube ich, war das früher. Oder ein Scavenger, klar, dieses Vogelgetier gibt es jetzt nicht so in echt, aber man weiß, dass es eigentlich ein Vogel slash Huhn slash, ich weiß auch nicht, sein soll. Und dadurch, dass das halt so designt wurde, finde ich das schon sehr obwohl das ein Spiel aus der 2001 ist, fühlt man sich trotzdem so, als wenn das echt ist. Und das ist halt das Krasse an Gothic und den Fantasy-Style von Gothic, genau, finde ich. Ja, und ein Molerat ähnelt zum Beispiel ein Schwein. Und hört sich auch wie ein Schwein an ein bisschen. Es gibt tatsächlich auch ein echt Ähm, Mollerats. Was sind echte Molerats? Das weiß ich gar nicht. Ja, aber halt, ich glaube, 10-mal kleiner oder so, also, ja. Also das wusste ich jetzt nicht. Das habe ich noch Ja, nie gehört. tatsächlich. Ich wusste das auch Okay. nicht, aber es ist tatsächlich echt so. Krass.
Oh, das muss ich mir mal angucken. Das ist ja, hört sich ja wirklich lustig an. Die sehen auch genauso aus, so. Nur Genau. in klein. Genauso wie Ja, diese ja. Blutfliegen, dann nur in groß. Ja, genau, genau. Okay, nice. Das ist schön, dass ich was Neues erfahren habe. Ja, so wie glaubwürdig findest du Gothic 1? Äh, ja, also, wenn man das Spiel spielt, natürlich die Grafik ist ein bisschen veraltert, ne, und alles drum und dran, aber ich finde trotzdem, wenn man jetzt in dieser Immersion drinne ist von Gothic, man ist in dieser Barriere gefangen, ne, Mhm. man kennt zum Beispiel in Spielen wie GTA, du kannst nicht schwimmen oder wenn du die Welt verlässt, stirbst du oder so. Aber in Gothic 1 hat man diese Barrieren-System einfach so gut umgesetzt, dass man wirklich glaubt, man ist in dieser Barriere drin, ohne dass man, also man ist dann einfach, die Immersion ist einfach richtig da dann dadurch, würde ich sagen. Ja, und ich habe ja Und wie gesagt schon gesagt, diese Monster fühlt sich einfach an, als wenn die von echten Leben sind, so ähnlich. Ähm, Genau, und die Dialoge auch finde ich auch allgemein richtig gut vertont. Und wenn man das sich anhört, die Dialoge, wie gut die vertont sind, dann denkt man auch wirklich, dass es in echt ist. Also die Glaubwürdigkeit von Gothic ist sehr, sehr gut, finde ich. ja, apropos wegen der Barriere, klar. In anderen Spielen fühlt es sich immer so künstlich an, wenn du irgendwo nicht weiter kannst. Wenn irgendwas dich da, Ja, dir auf die Fresse, keine Ahnung, irgendeine Wand, du kommst nicht drüber, ja, ja, auf gar genau. keinen Fall gar nicht und so weiter und so fort. Oder du Das kannst muss nicht ich, schwimmen. das ist auch, was ich Gothic loben muss, ist die Vertikalität. Ähm, Zum Beispiel nehmen wir das Spiel Risen 2, glaube ich, war Mhm. das. Du kannst vertikal dich nicht so richtig fortbewegen, weil da immer so unsichtbare Wände sind, ne? Mhm. Das sowas tut, finde ich, immer extrem die Immersion, ja, ausradieren. Aber Gothic auch bei der Vertikalität, weiß man, wenn du da irgendwo hochkletterst, ich finde da vielleicht was. Und das ist auch etwas, was Gothic, finde ich, ausmacht. Also, ja, genau. Ja. Unsichtbare Wände sind wirklich das Schlimmste. Ja. Als ich auf der Gamescom das Gothic Remake ausprobiert habe, habe ich versucht, rauszuspringen, dort runter, um zu sehen, ob ich das alte Land noch sehen kann. Das habe ich versucht. Aber das sind unsichtbare Wände gewesen. Ah. Oh Mann. Das war sehr, sehr böse. Und ich dachte mir so, scheiße. Schade, ja. Ja, natürlich soll man noch nicht sehen, aber hoffentlich ist es im Nachhinein nicht auch so drin. Ich glaube nicht, Ich glaube tatsächlich. auch nicht, ich glaube auch Ich nicht. glaube, die werden Mhm. Ragdoll-Fallanimationen einbauen vielleicht. Ja, Na, mal sehen. hoffentlich. Ja. Genau. Okay, dann ist das nächste. Wie findest du das Kampfsystem in Gothic 1? Das Kampfsystem in Gothic 1, das Nahkampf finde ich persönlich, ja, wenn ich das jetzt mit Gothic 2 vergleiche, ne, also ich bin halt mit Gothic 2 aufgewachsen, dann Gothic 1, fühlt sich schon irgendwie ein richtig krasser Downgrade an, ne, also, dass man halt Mhm. nicht nach hinten dodgen kann und dadurch, tut man halt dodgen, also abwehren im Mhm. Prinzip. Oder ja, finde ich schon ein bisschen schwammig, aber das haben sie halt dann im nächsten Teil dadurch besser gemacht. Also es geht. Naja, Ja, und diese steife Blockanimation in Gothic 1 noch. genau, da braucht er 10 Jahre zum Blocken und alles. Also es fühlt sich halt einfach nicht flüssig an, genau. Ja, Ja, das kann ich auch verstehen, ja. genau. Wie findest du den Gothic 1 Schwierigkeitsgrad? Ähm, Beim ersten Mal spielen natürlich kann man sagen relativ herausfordernd, ne? Aber Gothic 1 ist so ein Spiel, wenn du das kennst, du musst es nicht mal ganz gut kennen, aber wenn du es einmal durchgespielt hast, ist es eigentlich Pipifax, weil das Progressionssystem von Gothic 1 ist eigentlich relativ einfach. Du hast halt schon mit 40, 50 Stärke so OP-Waffen, was du eigentlich schon alles Mögliche abklatschen kannst in der Kolonie, ne? Genau, deswegen eigentlich relativ einfach, würde ich sagen. Okay, ja, würde ich auch sagen, tatsächlich. Mhm. So, wie findest du die Charakterentwicklungen von gewissen Charakteren? Ich weiß, es gibt nicht viele Charaktere, die sich weiterentwickeln, aber die existieren. Charakterenentwicklung ist es jetzt auf die Progression der Stats oder Nein, 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 auch die Charakterentwicklung von Charakteren wie, keine Ahnung, Diego, Xardas oder was auch immer, sowas. ach so, du meinst, wie die Wie die sich sich verändern. entwickeln Ja, vom Laufe des Spiels? ja. Ich finde tatsächlich in Gothic 1, also allgemein
so wie die Charaktere sich entwickeln und verändern, das ist von allen Piranha Bytes Spielen tatsächlich am besten gemacht worden. Ich meine, schau dir zum Beispiel Milton an, wenn du jetzt in Kapitel 3 da oder Kapitel 4, ich weiß gerade nicht, was es nochmal war, wenn du da hinkommst zu dem alten Lager und allein so seine Reaktion, alle sind tot und so. Und dieser Moment, wo halt der Plot-Twist kommt, das ist so der krasseste Moment in Gothic 1. Und da merkt man halt, wie alle Charaktere sich verändern. Auch zum Beispiel das komplette alte Lager und Gomez, wie sie halt wahnsinnig werden und alles. Also wurde in Gothic 1 wie ein Blockbuster-Film im Prinzip gemacht, finde ich tatsächlich. Mhm. Ja, okay, da hast du schon recht. Aber Ja, sagen wir es so, ähm, wie findest du Diegos Veränderung zum Beispiel? Vom Anfang bis zum Ende. ich sag's mal so, Diego war schon immer, also er war ein Freundeshelfer, ne? Aber er verändert sich nicht so viel, weil der halt, ich glaube, Diego ist ein Typ, der schon viel Erfahrung hat und der ist schon eine harte Sau. Und deswegen auch in dem Moment, wo dieses ganze alte Lager niedergemetzelt wurde, hat er immer noch diese ruhige, harte, aber sachliche Art so. Aber trotzdem, seine Veränderung ist auch natürlich geil, finde ich, ja. Ja, und der entwickelt sich doch auch noch während der Zeit zu einem richtig guten Freund vom namenlosen Helden dann im Prinzip. So Genau, nebenbei. genau. Das ist natürlich auch cool, so dass es indirekt auch angeteasert wird, weil Hm. es war ja mal geplant, dass da irgendeine Freundesquest kommt für den namenlosen Held und da gibt es ja auch sogar dieses Versteck, wo die sich treffen, dieses Geheimtreffpunkt und so. Ja, was Das nie wurde halt passiert dann, leider. ja, das ist halt dann leider einfach so reingeschmissen worden, aber Mhm. das ist auch so wieder ein Punkt, Gothic Remake, ne, dass es da kommt vielleicht. Ja, hoffen wir mal. Ja, ja, Wäre blöd, wenn nicht. ja, genau. Okay, dann der namenlose Held. Wie findest du ihn im Gothic 1? Äh, der namenlose Held in Gothic 1 ist schon cool, ne? Also seine Art, wie er mit den Leuten redet, so, seine Dialoge mit den Leuten und so, die sind schon sehr unterhaltsam, finde ich, und lustig. Er tut halt für alle so die Scheißarbeit machen, böse gesagt, am Anfang. Aber im Endeffekt stellt es sich da dann heraus, dass er dadurch profitiert, in Erfahrung und in Gold und alles, in Ausrüstung. Und ja, seine Entwicklung auch im Mintal ist sehr gewaltig. Von ein Niemand im Prinzip dann zu denjenigen, der der stärkste Krieger in Khorinis ist und im Mintal im Prinzip. Ja, also ich find den sehr cool, den namenlosen Helden. Ja, und der ist so ein Hau drauf. Ja, Im genau, genau. Prinzip. Ja. Okay. Wie findest du die Geschichte von Gothic 1? Die Hauptgeschichte jetzt so als Beispiel. Die Geschichte von Gothic 1 finde ich, wie gesagt, wegen dem Plot-Twist auch. Und allgemein die Geschichte von Gothic 1 finde ich extrem gut. Und ich finde die sogar nüchtern gesehen die beste Geschichte, die Piranha Bytes Lob auch so zu bieten hatte in allen Spielen, tatsächlich. Obwohl ich ein Gothic 2 Fan bin, muss ich das tatsächlich sagen. Einfach aus dem Grund, weil, wenn man das sich die ganze Situation ansieht, was passiert eigentlich, so die ganzen Situationen, ich fand es einfach geil so. Und am Endeffekt, im Ende war es dann halt der Schläfer so, der das ganze Chaos angerichtet hat und so. Und dieser Kampf und alles. Also, ja, die Geschichte ist geil von Gothic 1, auf jeden Fall. Mhm. Würde ich auf jeden Fall recht geben. Was für lustige Easter Eggs kennst du denn in Gothic 1? Easter Eggs. Tatsächlich bei Gothic 1 kenne ich nicht so viele. Zum Beispiel, ich kenne den Easter Egg mit Matt. Den sollte Mhm. auch irgendeiner ich glaube, irgendein nachstellen von echten Leben von früher. Aber ich weiß es nicht mehr wer. Aber mir fallen jetzt tatsächlich nicht so viele Easter Eggs von Gothic 1 ein. Und der liebe Mensch, der im Berg lebt? Ach, das soll auch ein Easter Egg sein. Ja, den gibt's ja, das Easter Egg taucht ja sogar in Gothic 2 nochmal auf. Der nee, wie hieß der nochmal? Ich vergesse auch immer den Namen, aber wir wissen ja beide, wen wir gerade meinen. Der im Ja, Berg wo man, lebt. wo man hochklettern muss und dann liegt dann dieser Höhle da Ja, drin, ne? ja, ja. Genau, der. Ja, Wusstest du, dass in Gothic 2 da in der Höhle ein Brief liegt von ihm? ja, ich glaube ja, aber ich bin mir Hm. nicht mehr sicher, was da drinnen steht tatsächlich.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau auswendig, aber das ist halt ein Easter Egg. Und es wurde nochmal weitergeführt in Gothic 2, finde ich eigentlich sehr cool. Ah, krass, okay. Das finde ich schon cool eigentlich. Ja, ja. So. Und der Guru, der Sumpf, der Typ, der sich als Guru ausgibt im Sumpf, Bei Netback? wenn es der Oder? ist, der sich als, ich vergesse immer die Namen, wenn es der ist, der sich so ausgibt, dass er der König des Sumpfes ist und so, Ja, ja, das ist obwohl bei er niemand Netback. ist, genau, ja. Ja, das ist auch immer lustig. Ja, auf jeden Fall. Das war auch einer der Charaktere, wo ich früher immer sehr viel lachen musste, weil der halt Mhm. solche Charaktere in Gothic 1 haben halt auch das Spiel ausgemacht, so ein Mats Ja, und bei Netback, ne? Oder ja. so ein, wie heißt der nochmal? Der von Banditenlager, der einen verdrescht, wenn man nicht das Wasser so ausliefert, ne? Sowas ist halt Mhm. richtig gut gemacht einfach, diese Charakteren. Ja, ja. Ja. Beim letzten Run von Gothic 1 ist mir auch was Lustiges passiert mit Mutt. Eigentlich wollte ich ihn ja umbringen und so. Mhm. Aber ich bin auf den Berg gelaufen, wollte ihn dort zu den Monster locken. Was ist passiert? Der springt den Berg runter versehentlich. Dann habe ich nur gesagt, ja, das war ein Unfall. Passiert, der ist Also, gestolpert, ja, schwamm ja, ist drüber. er gestolpert. In Wirklichkeit im Hintergrund, wenn niemand hinschaut, hat er namenlos hält den Fuß gestellt. Bam, fällt er runter. Nee, so, schon lustig, ja. Ja, sowas. Also die KI in Gothic ist immer mal wieder lustig, ne, Ja, was da passiert und so. das schon auf jeden Fall. So, Ja. die nächste Sache. Welchen Lager würdest du dich denn im echten Leben anschließen mit deinen körperlichen Fähigkeiten? So wie du bist. In Gothic 1. Schwierige Frage, aber ich würde tatsächlich sogar sagen, wahrscheinlich, ah, wahrscheinlich Banditenlager. Mhm. Wahrscheinlich. Nur aus dem Grund, weil Banditenlager und die Söldner allgemein sind tatsächlich ist meine Lieblingsgilde von Gothic allgemein. Ähm, aber ich glaube, ich hätte keinen Bock, mich schikanieren zu lassen und so beim alten Lager. Klar, du hast da Schutz, wenn du Schutzgeld zahlst, aber wenn du halt nur so ein Butler bist, dann kriegst du die ganze Zeit Schläge und alles. Ich weiß nicht. Also lieber wahrscheinlich den Banditenlager, genau. Ja. Okay, aber im Banditenlager würdest du da nicht auch auf die Fresse kriegen, weil da ist im Prinzip das Gesetz des Stärkeren, gefühlt schon, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, theoretisch, ja, es kommt drauf an. Wenn man das hinbekommt, dass man irgendwie bei den Banditen aufgenommen wird, dann geht es eigentlich. Aber wenn du halt unten bist ich weiß gerade auch nicht, wie da hieß, bei den Sumpf da, wo die Reichslord und alles, dann ist man geliefert, glaube ich. Ja, aber du kommst ja erstmal dahin. Du hast doch gar nicht also du wirst ja erst dort landen. Das ist halt die Frage. Wirst du zum Wasserträger oder noch schlimmer, wirst du wirklich selber zum Reisernter? Vielleicht. Vielleicht, ja. Das Ich kommt meine, drauf damit, wenn du an. keinen Kontakt hast, kommst du nicht zu den Banditen so einfach dann im Prinzip. Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie könnte man sich durchwurschteln, vielleicht. Ja, ich wäre ins Sumpflager gegangen, ganz einfach, weil du da halt nichts Gefährliches machen musst. Den Ja, ganzen Tag im Prinzip. Du kannst ja so, du weißt ja, wie wenn du mit Lester redest. Oh ja, ich hatte eine Erscheinung des Schläfers. Oh ja. So dieses Theater, so. Du könntest ja auch die ganze Zeit einfach nur lügen, als ob du so an ihn glaubst oder so, wenn du es möchtest. ja, in Sumpflager hast du halt schon Äh, easy Leben, ne? Du ja, weil im kannst Prinzip. Sumpfkraut rauchen die äh, ganze Zeit und aber du müsstest halt vielleicht eine Glatze machen dann haben. du musst es halt immer wieder dann abrasieren, Ja, aber ich meine, es ist einfacher zu rasieren, als die ganze Zeit Reis zu ernten, jeden Tag wahrscheinlich, oder in der Mine zu arbeiten oder sowas vielleicht. Im das stimmt schlimmsten schon. Fall. Aber also ich würde es persönlich, wenn es jetzt wirklich, wenn man zum Sumpf gehen müsste, ich würde nicht den Sumpf bevorzugen. Ich weiß nicht. Sumpf ist eklig, denke ich mal. Bisschen. Ja, Und gut, es ist natürlich eklig. Aber du musst bedenken, wenn wirklich die Welt so eine Arschwelt ist, ob du da wirklich sein willst, ist die andere Frage. ich glaube, du bist überall geliefert. Vielleicht im Sumpflager hast du Glück,
wenn da kein Überfall kommt oder so. Aber abgesehen vom Sumpflager musst du erstmal schaffen, da hinzukommen. Der nächste Ort, wo du halt erstmal rein hinkommst, am einfachsten wäre halt das alte Lager. Ja So. klar, aber du könntest ja mit dem einen da hingehen zum Sumpflager im Prinzip. Ja, wenn es sich da ergibt. Du könntest natürlich auch zum neuen Lager Hm. mit Mordrak, aber Ja, ja, keine genau. Ahnung. Nee. Aber die im Sumpflager kriegen ja im Prinzip indirekt so einen Bonus, wenn sie jemanden anwerben. Hat man ja schon bemerkt, wenn Stimmt. man selber dann jemanden anwirbt. Die würden dich da gerne hinbringen, glaube ich tatsächlich. Klar, natürlich. Ja. Die suchen ja Anwerber. Ja, stimmt Ja. natürlich. Und ich glaube, beim Überfall sehen sie trotzdem nicht so schlecht aus mit den Gurus, die auch gut Magie drauf haben, würde ich mal sagen. Weil die Ja. Wassermagier werden nicht mit angreifen, so oder so. Die Mhm. Feuermagier auch nicht. Somit hätten die im Sumpf einen Vorteil, wenn sie wirklich überfallen werden dann von irgendwas. Ja, ich weiß. Also, ja. Die Banditen an sich sind ja auch nicht so krass stark, Mhm. wenn sie wirklich vom Banditen überfallen werden. Das können natürlich auch sein, es gibt Gardisten oder Schatten, die Überfälle machen, ne? Das Mhm. weiß man ja nicht. Ja, okay, du meinst jetzt auf der Straße überfallen, wenn du was erntest oder so, meinst du jetzt, oder was? Zum Beispiel, ja. Ja, gut, okay, das kann aber auch genauso andersrum bei jedem Lager theoretisch passieren, leider. Es kann überall passieren, ja. Genau, das heißt, es ist leider nicht. Ja, okay. Einfach bei dem Bergmann Mhm. leben und dann hat man easy life. So. Ja, okay, okay, das ist gut, wenn er das zulässt, dass du auch dort lebst. Muss Das halt muss immer deinen eigenen Essen Berg suchen. muss halt immer Essen und Trinken verschaffen irgendwie. Mhm. Von irgendwoher, ne? Aber Wahrscheinlich ich jagt er glaube, irgendwelche kleinen Tiere oder so, wahrscheinlich. ja, Gehe ich mal aber von du aus. hättest halt da wirklich Mhm. deine Ruhe dann. Ja, ja, das Ja. stimmt. Ich würde mich gerne fragen, wie er das geschafft hat, eigentlich dort zu leben, so überhaupt sein Leben dort aufzubauen als Gefangener. Dass er nicht irgendwo hängen geblieben ist vorher schon. Ist echt eine gute Frage, wirklich. Weil Ja, das ist eigentlich fast Orkgebiet, wo der da ist. ja, damit ist er erst recht sicher. Genau. Ja, eigentlich schon lustig. Ich würde eigentlich Ja. gerne mehr darüber wissen. Ich habe das nie bedacht, so jetzt. Nur weil wir gerade darüber reden. Aber tatsächlich, ja. Ja. Hast du recht. So. Okay, dann gehen wir jetzt zu Gothic 2. Wie findest du das Spiel in Gothic 2? Also Gothic 2 Classic im Vergleich zu Gothic 1 natürlich größer, ne? Und viel cooler, viel besser, finde ich. Also man fängt natürlich ganz anders an als in Gothic 1. Das Ganze ist ein bisschen bunter, ne? Mhm. Grüner, freundlicher kann man auch sagen. Ähm, aber die Weltdesign von Gothic 2 finde ich sehr, 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 sehr geil, muss ich sagen. Es ist viel Mhm. voller als Gothic 1. Die Höhen sind alle besetzt. Die haben sogar ab und zu Quests und so weiter und so fort. Also da kann man auch viele Mhm. Sachen finden. Ähm, und sie ist eigentlich, wenn man die Gothic 2, also nur Kurines gesehen, betrachtet von oben, ist sie eigentlich auch nicht so groß. Aber diese perfekte Welt, was sie kreiert haben, also Piranha Bytes, mit die Mhm. ganzen Wege und das ist ein bisschen so Labyrinth mäßig. Das hat halt Mhm. die Welt trotzdem auch nochmal größer gemacht im Prinzip. Das Mm, Schichtensystem sozusagen. genau, genau. Also Mhm. du gehst ja mal von Korines nach zum Beispiel die Taverne einmal hoch. Da unten Mhm. gibt es ja auch was Mhm. im Tal und da oben gibt es auch nochmal einen Arkis Hof. Also schon sehr kreativ gemacht auf jeden Fall die Welt. Und dann nochmal die Nacht des Rahmens. Also Gyakinda ist auch eine sehr, sehr, sehr geile Welt, würde ich sagen. Sehr schöne Erweiterungswelt. Da haben die auch nochmal das ein bisschen angewandt von Korines im Prinzip. Zum Mhm. Beispiel, wenn man zu den ganzen Tempeln geht, da ist ja auch nochmal, muss ja die ganzen Wege so rumschlingeln und alles. Im Endeffekt, wenn man sich das anschaut, ist es eigentlich nur 2, 3 Meter bis zum Tempel. Aber man muss Mhm. komplett rumlaufen. Also, ja, äh, sehr, sehr, sehr geil. Also ich würde sogar sagen, für mich die Favorite-Spielwelt, also alle Maps in Gothic 2 von ganzen Piranha-Welt-Spielen. Ja, oder wo der magische Bogen auch versteckt ist, wo du reinspringen musst und dann rausspringen kannst Ja, später. das ist Das ist ja natürlich auch. auch, Ja. das ist ein Genies-Streich gewesen. Da kommt man Mhm. eigentlich nur wirklich mit
Da muss man sich halt ein bisschen Kopf machen, wie komme ich hin und wie komme ich auch wieder raus im Prinzip. Das ist auch sehr, sehr cool gemacht worden, genau, ja, ja. Und wie oft ich immer sterbe, wenn ich wieder raus will. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich dann runterspringe, tot, runterspringe, tot. Ja, ja, das ist heftig. Oh Mann. Ja. Okay. Wie findest du den Fantasy-Style in Gothic 2? Ähm, Ich finde den tatsächlich sogar nochmal ein bisschen realistischer und cooler als in Gothic 1. Wie gesagt, weil ich finde die Welt Korines und die Farben und die Welt und alles, es fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Also wirklich wie, man kann schon sagen, das ist schon Deutschland-Style, bisschen. Und auch die ganzen Häuser, diese Fachkraft, heißen die Fachkrafthäuser? Nee, oder? Gute Wie Frage, was heißen du meinst, weiß ich gerade tatsächlich nicht. allgemein die Häuser in Korines zum Beispiel? Fachwerkhäusern, so meinte ich das. Die Fachwerkhäuser, so allgemein, das fühlt sich einfach alles sehr, sehr cool an. Und ja, die Geschichte mit den Drachen ist halt natürlich auch so eine Fantasy-Sache, ne? Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. So krass High Fantasy, das ist, finde ich, eine Sage, die gibt es ja schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich. Mhm. Und würde eigentlich ganz cool umgesetzt. Also die Glaubwürdigkeit ist auch sehr cool dabei. Und auch die neuen Monster, zum Beispiel Feldräuber oder diese, wie heißen die nochmal? Das sind wie Feldräuber, aber in grün, in Jacken da. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Feldheuschrecken. Feldheuschrecken. Das ist auch nochmal so Monster. Die gibt's eigentlich in echt, nur in tausendmal kleiner. Das sind so kleine Käfer eigentlich, aber sind dort halt tausendmal größer. Also, genau, ist auch wieder so eine Sache. Die Monster sind sehr realitätsnah gemacht, finde ich. Zumindest fühlt man, dass sie echt sind. Ja. Ja, gut. Okay. Hast schon recht, ja. Und wie findest du die Glaubwürdigkeit in Gothic 2? Ja, wie gesagt, die Monster fühlen sich sehr glaubwürdig an. Und auch hier wieder mal mit den Dialogen mit den Menschen fühlt sich auch noch mal ein bisschen mehr glaubwürdiger an als in Gothic 1, ne? Ähm, Da man halt in einer zivilisierten Stadt ankommt oder in den Bauernhöfen, man spricht so mit den Leuten und diese Glaubwürdigkeit finde ich auch sehr gelungen in Gothic 2 auf jeden Fall, wie die das da umgesetzt hatten. Auch wie gesagt, diese ganzen Häuser, diese Fachwerkhäusern und allgemein dieses ganze Design dieser Welt ist eigentlich sehr gut gelungen. Nur was mich ein bisschen gestört hat, tatsächlich ist, das kann natürlich auch in Gothic 1 passieren, wenn man mal einen hohen Berg geht, aber in Gothic 2, wenn man da vertikal irgendwo hochklettert, dann sieht man da halt ab und zu Stellen, wo man runterfliegen kann, also out of bounds im Prinzip, aus der Welt rausfliegen. Mhm. Das tut vielleicht ein bisschen die Immersion zerstören, wenn man wirklich mal überall vertikal hochklettern will, was ja geht natürlich. Mhm. Das Rausschwimmen aus der Welt haben sie eigentlich relativ auch gut gelöst. Ja, mit dem Fisch, ja, ja, was Mit frisst dem, ist. genau, mit diesen Seeungeheuer. Ja, ja, ja. Das haben die wirklich auch sehr gut gelöst gehabt. Und die Glaubwürdigkeit wurde dadurch tatsächlich nicht zerstört. Ja, aber sonst auch sehr gut, würde ich sagen. Die Glaubwürdigkeit, genau. Ja, das habe ich als kleines Kind damals herausgefunden mit dem Seeungeheuer. Ich bin da lang geschwommen, ich wollte da weiter gucken, ob es noch was gibt. Dann frisst mich dieses Ding, ich versuche irgendwie anders da zu schwimmen, es frisst mich wieder. Schwimme ich in die Richtung, aber es frisst mich wieder. Ja, Dito. Und Ja. ich habe dann Albträume auch von diesem Seeungeheuer gehabt. Dieses Seeungeheuer, das ist wirklich lustig. Das ist einfach Ja. gut. Ich finde, das ist eine gute Abgrenzung auf jeden Fall. Oh ja, gute Ja. Design-Entscheidung auf jeden Fall. Ja, ja, aber es gibt ja auch dieses Politische mit den Bauernhöfen, den Söldnern und alles, finde ich. Das Ja, ist ja auch genau, nicht schlecht. genau. Ja. Das ist ja auch sehr Genau, glaubwürdig. das ist auch ein bisschen realitätsnah, weil Mhm. diese Situation gab es ja nicht mal vor allzu langer Zeit oder vielleicht Mhm. ist es ja immer noch so mit Bauern und Staat und so. Ja. Ähm, Ja, noch schlimmer, genau. glaube ich, als jetzt. Als Ja, früher. klar. Ähm, aber ja, du kommst einen Bauern an, der tut dich voll quatschen, so, für wen bist du? Und dieser Mhm. Narr, dieser König, die tun uns ausbluten lassen. Also
diese ganze Geschichte mit den Bauern und dem König wurde schon richtig gut umgesetzt in Gothic auf jeden Fall, ja. Ja, zum Beispiel der König beutet die aus im Prinzip und die Söldner wollen halt Schutzgeld sozusagen auch. Also Pacht ist ja im Prinzip Schutzgeld Genau. sonst. Man sieht es ja, sonst kriegen die auf die Fresse. Und ja, das ist halt ziemlich gut gemacht auch, ja. Auf jeden Genau. Fall. Oder Ja, wie in der Stadt die Leute Probleme haben, weil sie Schulden haben bei dem Kreditteilnehmer. Wenn man das Buch klaut, wollen sie das haben, damit sie dann keine Schulden mehr haben. Weil es ja keinen Beweis mehr gibt, keine Unterschrift mehr sozusagen. Das ist ja auch ziemlich realistisch. Ja, Da auch, hat auch jeder seine Probleme. auch wenn man zum Beispiel zu Arki geht und dann trifft man tatsächlich Söldner an, die bedrohen und so weiter. Und da kann man ja zum Beispiel mehrere Wege anwenden, wie du kannst Malak holen und der kann helfen, kannst die aber auch selber einfach eliminieren oder auch lassen. Aber das ist halt das Geile, was in Gothic 2 existiert und nicht in Gothic 1, wegen Zeitmangel, wie gesagt. Und zwar, dass man halt viel drauf geachtet hat, dass wenn etwas erzählt wird, zum Beispiel der König lässt uns ausbluten, Söldner beim Bauern, Ona und so, dass man bei Arki Söldner sieht und wiederum bei Benga, war das, Soldaten sieht, die sie auch wiederum bedrohen. Ja, aber nur wenn Und du die ja, Quests bei den Söldnern machst, kommen die Milizen ja dorthin. ich glaube ja, genau. Nein, Aber ich finde das es ist, cooler, wenn es so wäre auch. ja, Ja. aber das ist halt so die Punkte, was halt Gothic 2 auch so extrem stark macht, finde ich. Mhm. Nee, auf jeden Ja. Fall. Ja. So, okay, wo waren wir? Wir waren jetzt gerade beim Glaubwürdigkeit, genau. Kampfsystem. Kampfsystem in Gothic 2 sehr, sehr gut, finde ich. Also ich kam mit dem Kampfsystem von Gothic 2 immer sehr, sehr gut klar. Ist natürlich nochmal ein Upgrade zu Gothic 1. Einfach fühlt sich alles flüssiger an, sobald man eigentlich mit dem, wie heißt es nochmal, Kämpfer ist, tatsächlich bei Einhand oder Zweihand, fühlt sich einfach alles cooler an und das Dodgen, diese ganze Kampfmechanik in Gothic 2 finde ich auch sehr, sehr cool gemacht und tatsächlich finde ich schade, dass es jetzt in Risen 1 ein bisschen vielleicht, aber allgemein in den ganzen Piranha Bytes Spielen nicht mehr so richtig angesetzt wurde. Weil ich fand es tatsächlich sogar der beste Kampfsystem von allen Gothics, allen Piranha Bytes Spielen auch. Ja. Ja, das stimmt eigentlich. Das macht mir auch immer am meisten Spaß von allen. Früher dachte ich noch eine kurze Zeit lang, dass ich Risen 1 besser fand. Vom Kampfsystem her, aber das hat sich ziemlich verändert irgendwann doch. Wenn man dann öfter Gothic 2 gespielt hat, hat man doch schon sehr viel mehr Gefallen daran gefunden, finde ich auch, ja. Ich finde halt Risen 1 ist halt so ein Spiel, ne? Das ist eine Mischung aus Gothic 2 und Gothic 3, ne? Das merkt man auch im Kampfsystem, aber das Kampfsystem von Risen 1 fühlt sich für mich zu schwammig an. Also, und ich fühle es auch nicht so richtig. Es ist ähnlich wie Gothic 2, aber ich weiß nicht, ich habe dazu nie richtig Sympathie gefunden. Ja, fühlt sich irgendwie unbefriedigend an ein bisschen. Ja. Ja, genau, ja. Ja. Okay. Wie findest du den Schwierigkeitsgrad? Classic, also erste Mal durchspielen tatsächlich auch schwer, natürlich, ne? Aber wenn man es mehrmals durchgespielt hat, wurde es natürlich immer einfacher, aber es war dennoch schwieriger als Gothic 1 natürlich. Man hatte in Gothic 2 mehrere Möglichkeiten irgendwie sich besser zu machen im Gegensatz zu Gothic 1, aber dadurch wurde halt allgemein der Schwierigkeitsgrad erhöht. Allein wenn du in Minental reingehst, ne, in Kapitel 2, du musst versuchen, die ganzen Wege da durchzuwursteln in die Burg und du kennst dich vielleicht aus von Gothic 1 aus schon, aber du kennst ja eigentlich das Minental nicht mehr so richtig, weil das ja anders geworden ist. Orks sind vor der Burg, du musst einen Weg durchfinden, es ist dunkel, Überall rau, Waage. überall Vage, Drachensnapper, alles mögliche, Ja. Drachen. Ja, Drachen stimmt auch noch, ja. Genau. Natürlich irgendwann, wenn man es kennt, ne, ist es easy, aber die ersten paar Male ist schon hart und die Nacht des Rahmens macht es nochmal ein Level höher härter, würde ich sagen.
du hast natürlich die Steintafeln als neues System im Prinzip, dass du deine Fähigkeiten erweitern kannst zum Beispiel. Oh, aber wenn man Gothic 2 Classic mit Die Nacht des Rams vergleicht, ist es, finde ich, sogar fast doppelt so härter geworden, weil du viel mehr Stärke, Geschick und so weiter brauchst, um Waffen anlegen zu können zum Beispiel. Und ja, genau, also da wurde das einfach ein bisschen verfeinert, das ganze Spiel im Prinzip. Also das Balancing meine ich. Mhm. Aber ja, ich finde das Schwierigkeitsgrad schon, ich würde sagen Mittel. Also Mhm. für den, wenn jemand erste Mal Gothic 2 spielen würde. Ja, tatsächlich ist es ja auch mehr Lernpunkte kosten als im ersten, als im Gothic 2 normal. Du hast ja deutlich mehr Lernpunkte kosten. Wenn du Original hast, musst du ja alles Ja, einen Lernpunkt immer nur. Egal, ja, wie viel du skillst. Das genau, heißt, du hast dir da, werden nicht die Fehler verziehen. Im genau, Prinzip. Ja. du hast da halt ein anderes System, was es nochmal ein Mhm. bisschen schwerer macht. Ne? Wenn du jetzt als Anfänger nicht weißt, ab 30 oder 34, 35, ich weiß gerade nicht mehr, LP, zum Beispiel Stärke, ne, wird es teurer und Du verlierst wenn 8 du, LP. ja, genau, Ja. genau, das Ja. weiß man halt nicht dann Mhm. so. Oder du tust zu früh Flaschen, glaub, Permatränke trinken, das Mhm. tut, glaub, auch nicht Mhm. mit progressieren. Und Richtig, du musst auch wenn trotzdem du, mehr Lernpunkte zahlen, ja. genau, und wenn du deine Ringe anlässt und alles, das tut's auch nicht mitzählen. Also das, Genau, und als dann zahlst du Anfänger auch hat man, mehr, ja. als Anfänger hast du es schon schwer am Anfang, wenn du da halt stark werden willst, ne? Weil du halt Ne? viele Fehler machen kannst. Oder du skillst alles gleich, weil du denkst, ja, alles gleichmäßig ist gut. In Ja, Gothic 1 ging das, in Gothic 2 geht's ja. bestimmt auch. Und dann, oh scheiße, ich bin bei 40% und bin schon Level 45. Auch, genau, Äh, auch Einhand, ne? Dieses mhm. kritische Schaden gab es auch nicht in Gothic 1. Wenn du das Ja. nicht weißt, dass wenn du zum Beispiel 30%, 40% Einhand gut Mhm. bist, dann bist du geliefert. So 10% am Anfang, du hast 10% Wahrscheinlichkeit, dass du kritischen Schaden machst. Das ist schon heftig wenig, auf jeden Ja, Fall. das ist wirklich schlecht, ja. Ja. Richtig. Okay. Dann geht es jetzt um Charakterentwicklungen. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich nicht so ganz gefühlt und mitbekommen wie in Gothic 1. Also, wenn man jetzt den Sprung von Gothic 1 auf Gothic 2 sieht, ja, die meisten haben sich verändert und das eigentlich sehr cool. Aber Mhm. ich finde diesen Verlauf Charakterentwicklung in Gothic 2 an sich von Anfang bis Ende ist nicht so stark ausgeprägt, wie jetzt zum Beispiel in Gothic 1, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, weil zum Beispiel Dego im Minental, ne, der ist ja gefangen, man kann ihm helfen, aus dem Minental rauszuholen. So, er ist ein krasser Motherfucker, muss man einfach so sagen, weil er Mhm. jeden schlachtet irgendwie auf dem Weg. Ähm, Oder er stirbt und und wird wiederbelebt danach. genau, auch komisch, ich hatte Kopfschmerzen, ich bin umgefallen. Ja Oh, klar, scheiße, Migräne. Oh. Migräne, ah! Oh. Und auch am besten ist, wenn man doch das Blut richtig anhat, ist da noch Blut so auf dem Boden. So. Ah, ich hatte Kopfschmerzen, hab geblutet dabei. Ah, Ja, scheiße. ja, das ist natürlich auch wieder so Glaubwürdigkeit. Weiß Äh, nicht, ne? Aber ja, man kann halt, man kommt an die Stadt irgendwann, wenn man ihm geholfen hat oder auch nicht. Er ist vielleicht auch äh, tot gewesen. Und dann muss man ihm halt helfen bei Gerbrand und so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also so Charaktere wie Diego war ein bisschen Downgrade, finde ich, verglichen zum ersten mhm, Teil. Aber zum Beispiel so Charaktere wie Laris, die haben mir extrem gut gefallen, weil Laris war tatsächlich in Gothic 2 dein bester Freund gefühlt, weil du konntest ihn überall hin, also beziehungsweise mhm. du konntest ihn begleiten, wie rum? Ja, er ist gelaufen, du bist ihm mitgelaufen und du konntest halt mit ihm überall hin, wo man hin musste im Prinzip. Du willst zu Onas Hof, du willst Ornament bringen, du willst in den Wald gehen. Das hat er mit dir gemacht. Ähm, zum Beispiel Laris fand ich sehr cool bei Charakterentwicklung. Und sonst, ja, weiß nicht. Also wie gesagt, fand ich in Gothic 1 tatsächlich besser und cooler als in Gothic 2.
Ja, okay, das stimmt. Bei Diego fand ich es auch lustig. Ich wollte jetzt einfach mal testen, was passiert, wenn ich ihn mal umbringe und dann noch absteche, du weißt doch, damit er wirklich tot ist. Und danach nach Korenis gehe. Dann sagt er Mhm. auch, dass er Kopfschmerzen hat, obwohl du ihn durchbohrt hast mit dem Schwert. Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Und was mit dem Loch im Bauch? Ja, das ist ja egal. Ja, das wurde direkt wieder geheilt von Adanos oder so. Gerade ist Milton vorbeigekommen und so. Und wollte mich kurz heilen. Ja, das Ja. ist irgendwie lustig. Aber gut, dass niemand bedenkt, dass ja auch. Die haben auch nicht bedacht, dass man den auch selber umbringen würde. Das ist ja klar. Ja, Das ist genau. trotzdem lustig. Ja. Ist halt, Okay. Ja. ja, das ist halt schade, dass man das zum Beispiel bei Gorn nicht gemacht hat. Weil, wenn Gorn zum Beispiel stirbt, bei Kapitel 4 war es, glaube ich, Mhm. dann ist er danach wirklich tot, wenn man zurück nach Khorinis Ja. geht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Okay, dann sind wir bei dem namenlosen Helden, ja. Ah ja, ähm, ich finde den namenlosen Helden in Gothic 2 viel, viel cooler als in Gothic 1 tatsächlich, weil ähm, man muss sich vorstellen, wie der namenlose Held in Gothic 1 drauf war, ne? Er war halt diese Haut drauf Sau. Er hatte immer geile Sprüche übrig. Er hat nicht viel geredet, aber er hat das gesagt, was er dachte. Das macht ihn halt aus. Und dann kommt er halt nach Khorinis, in der Stadt, wo halt viele feine Menschen sind. Zum Beispiel bei Lothar. Jedes Mal kriege ich einen Lachkrampf bei den Dialogen, weil Mhm. man ihn einfach, weil der Held ihn einfach komplett verarscht. So, zum Beispiel, hörst du mir überhaupt zu? Wenn er ihnen die Regeln Ja. vorsagt und alles, so weiß ich mein. Und das ist halt das Coole, was ich richtig gefeiert habe am Anfang in Gothic 2. Und dann hat sich halt dann entwickelt, ne? Es wurde immer wichtiger, so mit den Drachen. Er hat wichtige Missionen bekommen und so weiter und so fort. Und das hat sich halt dann alles entwickelt. Und dann wurde er natürlich wieder zum stärksten Krieger von Khorinis, ne? Irgendwann mal. Und um den Endgegner zu besiegen. Ja. Ja. Oder wo er sagt, wie Gerbrand, genau, Herr Gerbrand. Hallo, Herr Gerbrand. Und so ein Scheiß. Wo er ihn auch so Genau. verarscht. So, Genau, ja, genau. hallo, Herr Gerbrand. Das Als er feiere das ich sagt. einfach. Das feiere Äh, ich einfach komplett, ne? Das ist richtig geil. ja, das ist wirklich lustig. Das ist echt gut gemacht worden. Mhm. Okay, wie findest du die Geschichte in Gothic 2? Ähm, also, wenn man die jetzt sich so betrachtet, tatsächlich, ich fand sie immer richtig geil, äh, weil ich das Spiel halt vom Kind aus kenne, ne? Da ist halt ein bisschen so diese Nostalgiebrille an. Aber tatsächlich, die Geschichte ist eigentlich wirklich nur so, du holst dir das Auge Inners, tötest die Drachen, fertig. So, grob gesagt, ne? Aber was halt Gothic 2 sehr ausgemacht hat im Verglichen zu den allen anderen Piranha Bytes Spielen, ist einfach die Nebenstories, ne? Weil Mhm. das hat halt einfach Gothic 2 ausgemacht. Du kannst halt wirklich Miliz, Söldner oder Novize werden und du hast in allen drei verschiedenen Gilden verschiedenste Quests, wo du nur in diesen Gilden machen kannst. Das hat auch Gothic 2, finde ich, sehr ausgemacht. Und viele, wie gesagt, viele Nebenquests haben auch Gothic 2 ausgemacht. Zum Beispiel, was ist denn jetzt auf die Schnelle ein Beispiel zu sagen? Ja, zum Beispiel, du bist ein Ritter oder Miliz, du musst zu Lobat gehen, der noch ein paar Tage davor über den König abgelästert hat und tust ihn die Feldräuber vor dem Feld jagen und dann später dann noch die Orks wahrscheinlich. Sowas zum Beispiel. Oder ja, das ist halt auch nochmal die Sache Immersion. Man merkt halt einfach im Laufe der Geschichte, dass Orks auf Khorinis kommen. Ähm, und das ist halt auch was Gothic zwar ausgemacht hat. So, die sagen, es kommen Orks und da sind auch wirklich Orks überall. Und die Mhm. überfallen auch wirklich die ganzen, ähm, wie sagt man das? Halt Bauernhöfe und alles drum und dran. Genau, ja. Ja, das stimmt. Und aber wenn man ein Söldner ist, sind es ja so zum Beispiel ja auch Echsenmenschen oder so.
Ja, Immer, ja. genau. Und bei den Magiern ist es ja auch so, um ein Magier zu werden, gehen ja die Novizen wirklich über Leichen. Ich wollen wirklich alle Novizen, die selbst dorthin gehen und die Prüfung des Feuers antreten, alle umbringen. Ja, stimmt. Ausnahmslos, selbst der dich nur verfolgt und nur zusehen wollte. Selbst der wartet nur darauf, dich zu killen. Ja, stimmt, stimmt. Aber Obwohl der namenlose Held auch einen killen geht, da drin in der Höhle, der eigentlich vor ihm schon dort war. So, das ist vielleicht ja, auch ein bisschen, aber trotzdem. ich muss auch noch dazu sagen, in Sache Novize werden, ich finde es auch immer cool, der namenlose Held, so wie er halt ist vom Charakter, geht zu den Kloster, zu denjenigen, die halt wirklich extrem gläubig sind und sich halt an diese entsprechenden Gesetze halten und halt höflich sind an alles. Und dann kommt halt so ein namenloser Held und tut halt dort aufräumen im Prinzip. Das fand ich auch immer ganz unterhaltsam. Ja, oder mit Babo. Genau, zum Beispiel. Babo, ja, das Wo er ihn ist erpresst und so. Ja, ja. Das ist ja Ja. lustig auch immer. Was ich sagen muss, Novize werden ist tatsächlich, also wie gesagt, meine Lieblingsgilde ist ja Söldner. Mhm. Meine Aber auch. ich finde, tatsächlich cool. Mhm. Aber tatsächlich, ich finde tatsächlich, die Aufnahme einer Gilde ist, finde ich, bei Novize am coolsten gemacht worden. Mhm. Einfach weil das so vielseitig ist. Also Söldner werden ist auch cool und vielseitig, weil man halt so viel braucht dafür. Aber Novize werden ist halt nochmal ein bisschen anders, weil du musst für einen, Wein holen von der Taverne. Den einen musst du, 3 Fegern für den Keller holen und so und Schafswurst verteilen und sowas. Ist Ja, mal eine Wurst, Bruder. hier ist meine Wurst, Bruder, wirklich. Also, das brauchst du. Ja, genau. Oder die Schon verschiedenen Arten, wie du rein kannst. Du kannst ja auch einfach mit Laris reden, der sagt ja Bescheid, ja, du rede mal mit dem Magier dort. Dann redest du mit ihm und du kannst für den eine alte Innersstatue holen. Eine wertvolle Innersstatue. Und Ja, dann kannst du auch ohne Schaf und 1000 Gold aufgenommen werden. Oder Ja. du machst es halt mit Schaf und 1000 Gold. das ist halt, was auch nach des Rahmens cool gemacht wurde, dass es einen vereinfacht wird, einer Gilde beizutreten. Ne? Man muss trotzdem bei Novize so viel machen. Ich meine, bei Miliz musst du wirklich gar nichts machen. Du musst 2 Dialoge machen oder 3 maximal und du bist schon Miliz. Bei Novize werden musst du musst in diese eine Höhle Goblins töten, dann wieder zu Laris, wieder zu den einen Magier in der Stadt gehen, dann musst du wieder zum Kloster und trotzdem musst du halt abseits alles machen, um dann Novize und Magier zu werden. Ist schon krass. Na gut, du kannst ja entweder Bürger werden oder diese Diebesquest da beenden. Ja, Oder du kannst einfach die Diebesgilde töten. Es gibt ja Das die geht natürlich Waffenhändler-Quest, du kannst die Waffenhändler-Quest oder Bürger oder die Diebesgilde töten. ja, oder Machen. Martin halt. Das meine ich ja mit Waffenhändler-Quest. Ach so, okay. Das ist ja die Waffenhändler-Quest, oder nicht? Nee, Oder nicht? du musst einfach nur auf die Kisten nachts aufpassen Ah, stimmt. Und der Miliz will die ja beklauen nachts. Ja. und dann bist du schon Das habe ich Miliz. verwechselt. Ja, okay. Genau, 3 Ja. Wege, die einfach zu. Gut, der eine ist nicht so easy mit der Diebesgilde töten, theoretisch. Mit dem Schwertmeister, Cassia-Ding, das ist schon nicht Wenn leicht. man nicht weiß wie, ja. Ja, hat also eine Drachensnapper-Formel, ich verstehe. Oder Feuerregen einfach. Alle tot, aber Dann tötest du egal. doch auch über die alle. Ja, genau. Oh, scheiße, Massenausrottung. Oh. Aber dann gehe ich kurz zur Lord André. Ah. 700 Goldstücke. Und ich so, okay, ja, okay. Außer du hast keine Zeugen. Massenmord. Ja. Keine Zeugen, also nochmal Feuerring. Genau. Keine Zeugen, ja. Ganze Stadt ausradieren, außer André. Niemand hat was gesehen. Achso, ja, was ich lustig fand, als ich Magier auf der Switch Run gemacht habe, on Stream und auf YouTube gestellt habe, war es ganz lustig. Ich habe gerade so Skelette, vorher mit Skeletten Sachen geklärt, bin ich so gelaufen zu Akils Hof, rede gerade über Gothic und das ist cool, dies ist cool. Und rede mit irgendeinem Viewer oder so. Plötzlich so, höre ich so, und ich so, oh, was passiert denn da? Gucke ich so hinter mich. Oh, scheiße, die Skelette töten die Bauern von Akils Hof. Und ich so, okay, ja gut, aber wenigstens gab es ein Level Up in dem Moment. So. Man muss ja das Beste daraus machen.
Man profitiert ja nur dadurch. Also. Ja, aber man ist ja auch nicht der Mörder dann wenigstens. Das ist die Skelette gewesen, dafür kann ich ja nichts. Du bist nicht der Mörder, nee, auf jeden Fall nicht. Immer diese Skelette, immer die ganz zufällig in den Höfen rumlaufen, neben dem Magier. Passiert, ja. Wer kennt's nicht? Genau. Wo waren wir bei der Geschichte, glaube ich? Ja. Genau. Ja, das sind wir bei Easter Eggs jetzt. Ah ja. Genau. Ja, die Easter Eggs kenne ich alle von Gothic 2. Dieses Auto da auf dem Berg zum Beispiel, ein Ja, ein Jacken da, ne? Jacken da, ja. Legendär, weil der eine Entwickler wollte eigentlich ursprünglich Rennspiele spielen, deswegen hat er ein Auto da reingesetzt, zum Beispiel das. Oder dieser Alien, ne, mit diesen Schildern. Der Mighty Alien Dwarf, ja. Auch sehr lustig, ne? Wo ich früher Gothic 2 gespielt habe, ich bin dann über diese Mauer gegangen und war dann natürlich enttäuscht, dass da nichts ist. Außer dieses Schild war ich ein bisschen so schockiert, ne? Um das zu lesen. Das war ist schon gar krass. nicht die Wahrheit, das gibt's gar nicht hier, diese Armee. Und so Alles weiter. fake, alles fake, ey. Ja, Illuminati und so. Genau. Ja. Oder die Entwicklersprüche auf den Friedhöfen mit den ganzen Entwicklernamen und sowas. Ja, das ist natürlich auch sehr cool gemacht worden. Ja. Oder im Cheaten kann man untoten Mut beschwören oder so. Ja, oder halt zum Beispiel auch die ganzen Sachen, die es nicht ins Spiel geschafft haben, wie Alligator, Alligatoren. diese ganzen Zauber, glaube ich, auch waren Und Puma gab es auch noch, die nicht ins Spiel kamen. Was genau? Pumas. Nee, Panther. Panther war es. Ah, Panda, ja. Nicht Pumas, genau. ich verwechsel das immer. Panther. Panda, ja. Gab's ja auch nicht. Ja, genau. Oder diese eine Leiter, die eigentlich nur als Referenz für Gothic 1 da war. Die einzige Leiterin. Die einzigsten Leitern, ey. Ja, das ist schon auch ein cooler Easter Egg, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt noch viel mehr. Mir fällt jetzt nur nicht alles ein, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr wieder. Ja, ich glaube auch, auf jeden Fall. Das ist ganz schlimm. Apropos vorhin, wo wir über Magier geredet haben. Wenn du Magier willst, kannst du ja Cornelius, nee, nicht Cornelius. War das Cornelius? Wer war nochmal der Schrift? Wer war nochmal der Bennett beschuldigt? Cornelius war es, glaube ich, wirklich. Ah, dann oder? doch, dann war es richtig. Ja. Genau. Cornelius mit dem, dass du ihn dann bedrohen kannst und sagen kannst, wir kennen unsere eigenen Mittel bei uns im Kloster, so mit Folter und so weiter und so fort. Das finde ich auch richtig gut. Richtig böse, Das oder? Ja. Zum Beispiel, wenn du ins obere Viertel willst, ne? Und dann erst als Magier hochgehst, wie wagst du es, einen Diener Inners zu, keine Ahnung. Oder beim Schiff auch. Oh ja, da kannst du so riesen Dialog führen, bis sie dich dann doch. Ja. Irgendwann lassen die dich auf das Schiff, weil sie wissen, oh mein Gott, die schon so auf die Fresse kriegen von André und dies und das. Das ist halt, was nochmal den namenlosen Held so geil macht, ne? Man kennt, wie er ist, und als Magier nutzt er diese Macht aus. Richtig geil einfach. Ja, aber hast du den ganzen Dialog schon auf dem Schiff gemacht? Man muss Ja. doch richtig lange reden und dann lassen die dich doch wirklich irgendwann aufs Schiff drauf. Ja, genau. Und dann kannst du alles ausplündern auf dem Schiff, aber bloß nichts klauen, sagen die Leute dann immer. Jeder spricht dich immer an. Aber lass hier alles liegen, also jeder auf dem Schiff. Das finde ich so lustig. Und dann nimmt man natürlich trotzdem alles aus Versehen mit. Ups, scheiße. Ja, habe ich aus Versehen, wollte ich mir nur angucken, ich leg's wieder hin. Da muss ich angucken, der Stärketrank. Wie schmeckt okay. es? Oh, lecker. Guter Wein, ja. Ja, das ist gut. Und die Goldstücke, die hatte ich schon dabei, ja. Ja. Und den Kelch da auch, ja, natürlich, den habe ich immer dabei. Wer kennt's nicht, wenn man so einen Kelch dabei hat, irgendwie immer. Als Magier, natürlich braucht man das für einen Wein. Für Ja, Innos und richtig. so, ja. Das ist für Innos Kloster, muss dahin sofort. Ja, das ist richtig gut einfach nur. Der namenlose Held immer. Das ist zu gut immer. Ja. Okay. Ah ja, und hast du es schon mal gemacht, dass du die Orks reingelassen hast in den Minental? Achso, den Schalter öffnen? Ja. Ja, tausende Male schon, ja. Natürlich. Ich mache das eigentlich immer, seitdem ich. Also ich mache es eigentlich immer. Also egal welche Gilde ich angehöre, ich mache es irgendwie immer. Obwohl ich Torloff nie mitnehme, trotzdem mache ich es immer. Ich fand auch die Sequenz immer richtig cool, wo ich noch klein war. Ich weiß nicht, das hat mich immer so aus den Socken gehauen, dieses Zwischensequenz. Wenn alle Orks reinrennen, meinst du in die Burg? und Ja, so? ja. Ja, oder Brutus der Fleischschwanz, ein Angstmensch, der dann plötzlich ein Suchender ist und so. Und mit jeder Gilde Stimmt. offenbart er sich dann.
Ansonsten Stimmt. nur als Magier, aber wenn du das Tor öffnest, offenbart er sich auch so. Echt? Ja. Wenn du das Oh, Tor das öffnest wusste ich als Söldner oder Paladin, dann gehst du zu ihm und er spricht dich an, oh ja, du hast uns die Tore geöffnet und dies und das. Das ist Oh, wirklich okay. so. Das Das ist kannte richtig ich cool. nicht. Lol. Und dann kriegst du auch Krass. dann einmal das bessere Essen in das erste, als Nicht-Magier. Ja, aber Das kannst du damit dann kann man trotzdem dann zeigen. nicht. Doch, du kannst du Achso. ihm zeigen, aber es bringt dir nicht mehr als einmal das Abgeben und dann die eine Belohnung fertig. Die Ah, Erfahrung okay. wissen. Okay, Aber es okay, geht, krass. das ist richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass du es nicht wusstest. Aber jetzt weißt du, das musst du mal probieren. Ich kenne schon vieles, aber das war so eine Sache. Also wenn ich in ein Quiz gewesen wäre, das hätte ich nicht gewusst tatsächlich. Eine gute Frage vielleicht fürs Quiz dann. Ja, Das ist eine gute Idee. So, fünf Sachen und was ist davon falsch oder so. Sowas in der Genau. Art. Ja, Genau. das wäre cool. So, was gab's denn noch? Was wollte ich jetzt? Ich wollte noch was erwähnen. Gerade eben, was mir auch eingefallen ist. Bei Xardas am Anfang, wo du auf Cavalon triffst. Mhm. Kennst du da den Weg rechts hoch, wo du dann einen Ring bekommst, der kapitelabhängig was anderes? Also, Ja, der je klar. nachdem, was du. Ah, okay. Und das habe ich erst vor einem Jahr oder so entdeckt. Und dass man immer was entdeckt in Gothic ist auch immer so cool eigentlich. Ja, Immer also mit trotzdem irgendwas Neues mal. ich finde es auch immer ganz cool. Man kennt eigentlich das Spiel relativ in- und auswendig Ja. irgendwann mal wahrscheinlich, ne? Und dann immer irgendwas zu finden, so die kleinen Schnipsels, ja, die kleinen Sachen halt so, was unentdeckt waren, zu finden, ist schon richtig cool, würde ich sagen, ja. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach so vielen Jahren noch irgendwann noch was finde. Und dann hab ich das einfach am Anfang gemacht, bin hochgeklettert. Hab nicht gewusst, dass man noch hochklettern kann und dann, oh, da sind ja Ding. Oh, Warane, okay. Aber noch noch ein paar Dinge, was war das, Scavenger? Oder so noch? Ja, Ja, genau. nee, da war, also du meinst jetzt da, wo man diesen Amulett oder Ring Ja, ja. findet. Da unten Ich glaube, sind Warane. da waren auch Keiler, glaube ich. Oder? Oder Oder nee, ein nicht Keiler Keiler. vielleicht. Ja, Weiß und nicht. Ratten auch vielleicht? Ratten, Ich Ratten, weiß ja, halt ja, auch nicht Ratten mehr. waren da. Ratten bin ich mir sicher, ja. Da kann ich auch eine lustige Story erzählen. Ja. Ich habe nur herausgefunden, dass da Monster sind. Ich habe mal, lustigerweise, ich war unten bei diesen Höhleneingang, wo man dann dieses rostige Schwert findet, davor. Mhm. Und habe mein Spiel pausiert gehabt, aber mein PC angelassen, ne? Und bin ich in die Schule gegangen, bin wieder zurückgekommen und auf einmal, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ne? War da ein toter Varan vor mir. Ach, Und dann, du hast nicht Escape gedrückt. nee, ich weiß nicht, wie das Ja. passiert ist. Und dann, vielleicht hat er auch ein Katapult gemacht, ich weiß nicht. Dann habe ich erst gecheckt, ey, der muss doch irgendwo runtergefallen sein. Der kann doch nicht einfach hier hergelaufen sein oder so. Der war tot. Ja, Das ist zu gut, ja, das ist wirklich lustig schon wieder. Ja. ja. Oder den Bug, ich hatte einen Feldräuber gehabt. Ich habe ein paar andere Dinger mit Feuerpfeil gekillt und dann war der Feldräuber plötzlich auf dem Baum. Und da habe ich Hä? natürlich ja. Ah, Katapult wahrscheinlich. Ich weiß nicht wie, ich habe ja nicht mal, ich war nicht mal weg oder so. Der war plötzlich auf dem Baum. Da hab Hast ich du ein paar andere Escape gekillt. gedrückt? Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach noch einen Clip gemacht, habe ich auf YouTube Short und TikTok einen Clip Echt? reingemacht, wo ich dann sage so, ja, wo ich dann sage, wie bist du auf den Baum gekommen? Musst In du dem mir mal- Moment so, Musst du das mir schicke ich dir zeigen gerne später. danach, muss ich dir schicken danach. Ja, das ist Ja, wirklich, ja. ich dachte mir nur so, wie hat der das geschafft, der Feldräuber? Es gibt auch ab und zu, ja, in Gothic 1 und Gothic 2 gibt es eine bestimmte Stelle, wenn du da reinspringst, als Mensch jetzt, ne, dann fliegst du 1000 Meter hoch und dann wieder auf den Boden, aber stirbst nicht. Ist auch ein komischer Bug. Vielleicht war das sogar so eine Stelle, aber ich weiß nicht. Muss ich mal angucken, auf jeden Ja, das Fall. zeige ich dir danach, ja. Genau. Also es ist mir auch mal passiert, dass ein Ork geflogen ist. Oh, Der war im Himmel im Bienental. Sehr schön. ja, Orks haben Flügel, wusste ich nicht. Die trinken zu Der hat Red Red Bull Bull. getrunken, der hat Red Bull Ja. getrunken. Ja. Das ist safe so gewesen, bin ich mir sicher. 100% das, Ja. ja, Marketing-Move. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, also die nächste Frage. Welchen Lager würdest du dich denn anschließen mit deinen körperlichen Fähigkeiten wie vorhin halt? Ha. Muss ja auch nicht ein Lager sein. Es kann ja auch sein, dass du, keine Ahnung, irgendwo nur ein Lehrling bist oder was auch immer. Was Ich würdest glaube, du ich machen? wär sogar ein Handwerker, weil ich bin ja im echt auch ein Handwerker im Prinzip.
Mhm. Also Mechaniker kann man sogar sagen. Mhm. Vielleicht wäre ich dann Tischler oder Schmied, vielleicht. Mhm. Was Ja. findest du denn besser? Tischler ist halt mehr mit Holz und Schmied Mhm. ist eigentlich, du verformst halt oder urformst ja Metalle. Metalle, genau. Boah, eins ist Hitze, das andere ist halt Späne. Ich weiß auch nicht, was mir gefallen könnte. Eigentlich war ich immer mehr eher Metall als Holz, tatsächlich. Ja, ich glaube eher Schmied wäre ich gewesen. Mhm. Ja, Wenn ich Schmied oder Ding machen würde, würde ich auch Schmied machen, lieber. Ich krass. weiß, dass ich so viele Späne in meinen Arm bekommen würde, wenn ich das machen würde. Dass ich keinen Bock habe. Ja, du musst halt auch als Tischler extrem fein arbeiten, glaube ich, Genau, ne? sehr genau sein. Ja. Deswegen. Na gut, als Schmied musst du auch genau sein. Wenn das Schwert dann so krumm ist, dann der so, jetzt für Edos. Oh fuck, was ist mit meinem Schwert Ja, los? ja klar, du musst Stärke haben, aber auch Gefühl, ne, im Endeffekt. Nicht, dass dein Schwert so krumm ist ein bisschen. Ja, dann sagst du so ein Special-Schwert, Special Edition zu dem Ork. Aber du Ey, musst aufpassen, Ork. wenn du damit durchstichst, dann machst du ein größeres Loch dann, Alter. Das ist wirklich Ja, so. ja. Ja, ja, und das Rausbekommen ist vielleicht wieder schwer, wenn es so zack, Stimmt. zack rein Musst ist. ein bisschen drehen vielleicht Ja, oder so. das ist wie ein Kronkorken dann, ja. Ja, Das ist wie ein Kronkorken. Oh Scheiße, der Nehmer ist mitgekommen. Oh fuck. egal, kann ich verkaufen im Schwarzmarkt. In dem Ork-Schwarzmarkt, ja klar. So. Als Beispiel. Ja, ja. Ja. Und ansonsten, was habe ich gesagt, was ich da gemacht? Ich habe jetzt, warte, was habe ich immer? Ich habe immer eine. Schmied, oder? Nee, Schmied wäre, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Tischler oder Schmied. Aber wenn ich jetzt meine körperlichen Fähigkeiten mit meiner Lungenkrankheit nehme, würde es nicht hinkriegen, Schmied zu machen. Das meinte ich Mhm. damit. So. Ähm, Ich habe immer gesagt, dass ich entweder Novize bin, darauf hätte ich aber keinen Bock, ehrlich gesagt. Also hätte ich einfach gesagt, ich mache es für Konstantino. Einfach nur Pflanzen sammeln, das ist nicht gefährlich. Und kann ein paar Tränke machen und dies und das. Fertig. Mhm. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn du immer raus musst in den Ja, aber Wald, du oder? kannst ja immer schauen, dass du rausgehst, wenn du weißt, dass ja jemand eh jetzt auf die Jagd geht oder was auch immer, du kannst ja auch Pflanzen sammeln derzeit. Ein Jäger wird Ja, nichts dagegen haben, eigentlich im es, Normalfall. es gibt halt nicht mehr so viele Jäger, die Ja, auf das die Jagd stimmt. gehen. Das stimmt. Mm, ja, Aber die weiß meisten nicht. Pflanzen kannst du ja ungefährlich noch sammeln, direkt am Anfang. Das Einzige, was nicht ungefährlich ist, ist Drachenwurz. Einen Kronstöckel zusammen, meine ich. Ja, Und eine Drachenwurzel. und Sonnenaloe. Ja, sehr gut. Ach, ist doch nur Kuh vom schwarzen Troll. Schleich dich einfach ran, ja. Easy peasy, hallo. Läuft man so dort hinten, wo der Ding ist, der Grimwald. So, ja, ich schleiche mich mal jetzt kurz an, das wird er schon nicht merken, der schwarze Troll. Ich nehme mal kurz seine Scheiße mit. Ah, Und ich dann weiß, wie die das immer machen. Man nimmt die Scheiße, der schwarze Troll denkt sich so, warum nimmt er meine Scheiße in die Hand? Der Troll ist mehr verwirrt als du selbst. Oh Mann. Das ist eine scheiß Angelegenheit, ja. Ja, Ja, okay. Ja, easy. So, gut, dann geht's jetzt mit Gothic 3 weiter. ja. So, wie findest So, du Spielwelt? die Spielwelt. Muss ich sagen, erste Mal spielen fand ich die viel zu groß. Also zu viel ausgescratcht, um ehrlich zu sein. Und die Spielwelt war auch so groß, dass ich nie gecheckt habe, wo ich hin muss. Und deswegen, die ersten Anläufe mit Gothic 3 war bei mir so, ich habe sie immer abgebrochen, weil ich, egal ob jetzt Spielwelt oder Story oder so, ich hatte nie so richtig Ahnung, wo ich hingehen muss. Ich hatte die Weltkarte offen, ja, aber ich weiß nicht. Also die Spielwelt, muss ich sagen, ist sehr, sehr schön gemacht. Vielleicht sogar die schönste Spielwelt sogar von Piranha Bytes Spielen. Allein wenn du in diesen Wasserfall bei Silden, glaub war Wasserfall. das, Ja. gehst. Oder ich finde auch zum Beispiel Varan sehr schön. Also es ist nur eine Wüste, ja. Aber es gibt einige Stellen, die trotzdem sehr, sehr schön sind, um ehrlich zu sein. Zum Beispiel die Oase oder bei den Städten dort oder so, Oder ne? Die Bakaresh. Arenas. Bakaresh, genau, genau. Ja, und ich finde, die ganzen Städte sind leider relativ ähnlich.
Also die sind schon einzigartig gebaut, das kann man schon sagen. Kap Dum zum Beispiel mit der als Hafenstadt so ein bisschen. Mit dem Leuchtturm Bitte? und so. Kap Dum mit dem Leuchtturm und so. Im Genau, Prinzip, ja. ist schon einzigartig, ja, aber ich muss leider sagen, die Dörfer oder die Städte sind halt ein bisschen leblos einfach, wenn man das jetzt mit Khorinis vergleicht, ne? Klar, du hast da eine Welt mit Sklaven und Orks, ne? Normal, aber ja, ich weiß nicht. Also die Spielwelt finde ich sehr, sehr schön, aber es ist mir zu groß und ein bisschen leer tatsächlich. Also wie Gothic 1 ein bisschen leer einfach. Ja. Obwohl, ich finde die Städte in Nordmar tatsächlich sehr schön und passend, so wie sie sind, finde ich. Ja, tatsächlich muss man sagen, Nordmar ist auch, es ist sehr wie ein Labyrinth, ne? Ja, Beim ja, das ersten, nervt mich auch. beim ersten Mal Ähm, spielen, alter Schwede, ey, das war heftig einfach, ne? Und wo ich hin muss und so. Aber ja, ich muss sagen, Nordmar ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt erwähnen müsste, wahrscheinlich wenn man dort spielt und alles am coolsten. Ja. aber ich finde tatsächlich, dass es da nicht so belebt ist und so wie es belebt ist, finde ich sogar realistisch Ja, bei ja, Nordmar. Das tatsächlich. finde ich wirklich. Ich würde sagen, in Varant nicht, nicht Myrtane, aber da finde ich es tatsächlich sehr realistisch, wie viele Leute da im Prinzip leben, wie das ist, mit dem Ja, Jagen und dies und das. Und die sind auch sehr gemeinschaftlich, sehr, sehr gemeinschaftlich, finde ich. ja, ich glaube echt, das ist so auch einer meiner Lieblingsorte, also Nordmar. Ja. Ja. Das Einzige, was vielleicht nicht so gut passt, ist dieses Kloster. Weiß nicht. Ja, bisschen random, ne? Ja. Aber der Rest ist sehr gut schon, ja. Ja, ja. Okay. Okay, wie findest du den Fantasy-Style in Gothic 3? Ja, muss ich auch da wieder sagen, es gibt viele Dinge, die die Immersion ein bisschen, also tatsächlich, Gothic 1 und 2 sind von der Grafik ein bisschen verälteter als Gothic 3, aber ja, wie soll ich sagen, man hat das Fantasy-Pegel, glaub ein bisschen erhöht und diese neue Engine und alles hat es halt ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Gothic 3 finde ich vom Fantasy-Level her ein bisschen größer und höher als Gothic 1 und 2 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, mh, die Monster-Designs sehen mehr wie Fantasy-Monster aus als in Gothic 1 und 2, finde ich. Zum Beispiel die Scavenger oder diese Goblins oder so. Ja, also ein bisschen höher ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ist Mhm. eigentlich trotzdem ganz cool. Ja, okay. Die Glaubwürdigkeit der Spielwelt, also das Spiel grundsätzlich Gothic 3. Ja, die Glaubwürdigkeit ist auch ein bisschen geringer als in Gothic 1 und 2. Einfach aus dem Grund, weil Gothic 3 ist eigentlich so ein Spiel, was sehr viele Bugs hat, ne? Und allein die Bugs tun halt die Immersion ein bisschen, finde ich, zerstören. Ah, ist Und doch ganz normal, wie Michael Jackson über den Boden zu laufen, ohne sich Füße zu bewegen. ja, voll normal. Du kannst auch ganz am Anfang des Spiels auch ganz normal auf die Barriere laufen. Äh, über die Stadt. Ist auch ganz normal. Oder Ja. so, ja. Mhm. Ähm, was noch? Du hast halt leider auch nicht mehr so eine krasse Vertikalität wie bei Gothic 1 und 2, was ich stark vermisse in Gothic 3 tatsächlich. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum Gothic 3 ein bisschen schwach geworden ist, weil die Vertikalität in Gothic 1 und 2 das ein bisschen auch ausgemacht hat. Und Gothic 3 ist wirklich so eine Welt, die ist riesig, gescratcht und du läufst. Eigentlich gefühlt nur eine Gerade, ne? So, du hast nicht dieses labyrinthartige Spielwelt wie in Gothic 1 oder 2 oder dieses, ja, kleine Spielwelt mit diesen verschiedenen Schächten und so, sondern du hast einfach so eine riesen gescratchte Welt und das ist auch ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Man hätte das schon ein bisschen anders machen können. Also vielleicht so ein Zwischending zwischen Gothic 3 und 2. Dann wäre das Ja. auch nochmal cooler gewesen. Ja, nicht nur das, auch dass zum Beispiel die Orks mit einem kleinen Lager neben Redox sind
und dieses riesige Licht da, was da rauskommt, nachts nicht mal sehen können. Nicht von Red Okara oder so, hat doch dieses Riesenlicht. Zum Ah, Beispiel, ja. ja, 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 Dass man das ja. auch So, nie sieht. Das leuchtet so, wie so eine Disco-Show. Und die so, ja, wo sind die denn nur? mm, Wir können die ja. nicht finden. Und neben Redok, die sind die ganze Zeit nebendran, müssten 10 Minuten rumlaufen. Würden schon Redok Ja, finden, 100%. Und dies und sol das. solche Dinge, ne? Oder zum Beispiel die größte Änderung war ja, dass die Orks auf einmal alle reden können. In Gothic 2 war es ja wirklich so, nur die obersten Ork-Führer konnten mit dir ein bisschen reden. Mhm. Und in Gothic 3 können plötzlich alle reden. Und ja, die Leute sagen, die mythanischen Orks sind anders, ne? Aber das ist auch so eine große Änderung gewesen, was die Immersion ein bisschen kaputt gemacht hat, finde ich, von den Weg von Gothic 2 zu Gothic 3. Das wollen sie aber beim Remake jetzt tatsächlich auch so machen. Es kommt drauf an, wie die das umsetzen werden. Die wollten, ob die das noch machen oder nicht, auch sogar machen, dass man, wenn man in diese Orkstadt kann, auch da questen kann und mit Ja, den genau. Orks interagieren. Finde ich irgendwie cool. Also man lernt ja auch, lernt man überhaupt die Orksprache in Gothic 1? Nee, gell? Nein, nie. Auch Stimmt, nie. vielleicht wird es sogar auch kommen, dass man die Orksprache lernen muss, wer weiß, wie in Gothic 2 mit den Sprachen. Gute Dann würde Frage, aber es. ich glaube, werden die bestimmt nicht so spezifisch machen. Stimmt. Ich glaube, Ja, die aber. werden einfach reden können. Aber vielleicht einfach nur so wie die normale, die in Gothic 1 auch mit Hoshpack reden kannst. Vielleicht einfach so. Ja, aber Nicht gutes Reden im Prinzip. wenn alle gleich reden können, ist ein bisschen komisch, weil das sind Ja. Orks, die haben in Orkhöhen gelebt oder kommen aus diesen Mhm. Bergen und so, ne, weißt du, wie ich meine? Und die haben eigentlich nie eine Interaktion mit den Menschen. Vielleicht wirklich ein Hoshpack, vielleicht ein, wie heißt der, Thorak? Nee, ich weiß nicht, wie dieser Ork bei der neuen Mine heißt, nochmal. Oder jetzt, Urshak, ne? Weil die halt versklavt waren und so. Oder die ganzen Untoten können ja sowieso schon reden. Ja, aber da muss man tatsächlich sagen, die werden ja von den Schläfern manipuliert. Ne? Mhm. Und ich glaube einfach, da sie von dem Schläfer manipuliert werden, können sie halt diese Sprache, denke ich mal. Weil ich weiß nicht, ob der Schläfer überhaupt die Sprache kann. Das wäre aber die einzige logische Erklärung, warum sie auf einmal reden so. Ja. Weil der Schläfer ist halt studiert, der hat studiert. Ja, der hat alles studiert schon. Sprachwissenschaftler. Bevor er aufwacht, hat er schon alles studiert. Ja, er stimmt über 1000 Jahre da rumliegen, ja. Da wird ja einem langweilig. Im Traum Ja. studiert. Da ein Abschluss, hast schon einen Programmierabschluss gemacht. Genau. Ja. Der Schläfer hat schon ein eigenes Game entwickelt dort, während er geschlafen hat. Der Name ist Gothic. Genau. Okay, sehr schön. So, das Kampfsystem, wenn man es so nennen kann. Schrecklich. Dieses Klicken, 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 Klicken. Also, Du hast sie Klicken haben vergessen. Klicken. Haben sie halt, ja, ein riesen Downgrade zu Gothic 2 auf jeden Fall, muss ich sagen. Es ist völlig verbuggt. Ohne dieses alternative Balance, glaube ich, ist es wirklich ein Klick-Festival. Du bist eigentlich recht OP. Vom Anfang an, du musst nicht mal progressieren richtig und kannst halt schon jeden umklatschen, theoretisch, wenn du weißt, wie. Xardas zum Beispiel. Ja, genau. Ja, und, oder Roba in den, im Meer schubsen zum Beispiel, der Klassiker, Ja, ne? du kannst dich aber auch nur mit Linksklick töten, das reicht auch. Stimmt, ja, das wäre einfacher. Ja, Ja, aber aber, am Thron links klicken, dann greifen sich danach alle an. Aber wenn du ihn getötet hast, einfach abhauen, so schnell es geht. genau. Nee, ja, aber wie gesagt, Kampfsystem ist das schlechteste, finde ich, von allen Piranha-Bytes-Spielen. Ja, Ja, das stimmt. auch wenn du zum Beispiel gegen Wildschwein gekämpft hast, Alter, der war Okay, das ist ein Endgegner. Endboss. Ja, Endboss. Einfach Was ist mit den Endgegner. Wildschweinen? Ja. Lass Und uns die Wildschweine jagen am, gehen. am Ende waren die Orks die Wildschweine und die Wildschweine die Orks. 100%. Ja, das sind so die Endbosse, ja, so. Ja. Endboss-Raid, ja, da muss am besten mit so ganz vielen anderen Paladinen hin. Ja, Ein Wildschwein hätte ein ganzes Dorf ausradiert, ich schwöre. ja. Die greifen ja auch nicht an, die KI bleibt ja so nebendran stehen, während er gegen einen kämpft, da macht der einen nach dem anderen kalt. Ja, die Das KI wird schon, ist extrem kaputt in Gothic 3.
Ja, das Wildschwein macht immer 1 gegen 1, weil alle so ehrenhafte Kämpfe machen und so. Ja, Bis das er alle ist so ein getötet hat. Kodex unter Äh, denen, ne? ja. Unausgesprochener Kodex. Ja, genau. Dann der Schwierigkeitsgrad. Ich sag's mal so, wenn man Gothic 3 zum ersten Mal spielt, also es kommt drauf an, wann du es gespielt hast. Wenn du das im Release gespielt hast, die verbugteste Spiel, was es gibt wahrscheinlich, dann hardcore schwer wahrscheinlich, ne? Aber jetzt aktuell, wenn man das spielen würde, würde ich sagen, es kommt drauf an. Wenn du jetzt wirklich, wenn du weißt, wie du alle umklatscht, ist es relativ einfach. Wenn du Magie spielst und Feuerball spielst, dann ist es Pipifax. Wenn du Bogen oder Armbrust schießt, dann ist es sehr schwer, weil ich finde, Armbrust oder Bogen hast du eigentlich schon einen Nachteil, weil du hast halt jetzt dieses freie Zielen und es ist auch nicht so gut gemacht worden, weil manche Schüsse einfach durch den Gegner durchgehen, warum auch immer. Ähm, ja, ich würde sagen leicht bis mittel Schwierigkeitsgrad, Mhm. ja, Okay. ja. Wie findest du die Charakterentwicklung in Gothic 3? Gibt es überhaupt eine? Es gibt, Ich es gibt, weiß nicht. ko es gibt komische Charakterentwicklungen. Es gibt nur einen Diego, der auf einmal in Varant ist, dann gibt es auf einmal einen Laris, der in Dings ist, in Geldern oder ja, ich glaube Geldern war es, glaube ich, weiß nicht. Und dann gibt es auf einmal einen Lee, der randomhaft in Nordmar ist. Also die Wassermagier alle im Varant. Ah, ich weiß Ja, nicht. also ich Das. finde es noch mehr random, dass Gorn ist ja im Prinzip ein verurteilter Gefangener, dies und das. Ja. Er wusste, in Myrtana war ja kein Soldat in Myrtana oder irgendwas. Aber plötzlich weiß er genau, wo Redok ist und bringt sich da dorthin. Ist er zufällig Der da gelandet, neben Redok, und der weiß genau, wohin es geht, ja. alles über Telegram, Ja, 100%. ja, sein Handy hat er dabei, ja, ja. Und Lester verliert das Schiff hinter sich. Oh, die Piraten haben das geklaut, ja. Er hat gerade in dem Moment einfach zu viel geraucht, er hat einfach nichts mehr mitbekommen. Ja, nee, aber Er hatte aus Versehen den grünen Novizen statt normalen Sumpfkraut genommen in dem Moment. ja, der hat die falsche Tasche gegriffen. Oh, scheiße, das war Drachensnapper-Elixier, oh. Oh, das war El Gasto Figro, oder wie das heißt. Also das da, ja, okay, noch besser. Hatte der namenlose Held da so liegen lassen, ich wollte mal probieren, ja. Sah Ja, schon genau. komisch aus, so mit grünem Licht. Ich dachte, das ist wie so ein Sumpfkraut-Special oder so. Oh, ja, das ist zu gut. Ja, ich frage mich ja so oder so, wie die immer wissen, wo die alle wissen, wo sie hin können. Oder Ja, plötzlich. das ist auch so eine Sache mit Glaubwürdigkeit, Ne. würde ich sagen, dass jeder weiß, wo ist und was abgeht und Oder randomhaft. Taurus. Torus, ja, Ja, also plötzlich so ein Anführer in einem der Lager so ein bisschen. es ist random einfach leider in Gothic 3, das muss man einfach Ja, sagen. Es gibt viele, die sagen, Gothic 3 für den ist das beste Gothic, aber es hat einfach zu okay. viele Schwachpunkte, Ne. Gothic 3. Ja, da kann man einfach nicht richtig argumentieren, was dann dem Beste sein könnte. Vielleicht die Musik, Ja, ja, Die Musik ist das Beste, ja. vielleicht die Spielwelt vom Design her oder wie schön die ist, ja, aber es gibt sonst nichts, finde ich, was Gothic 3 wirklich, wo man sagt, oh, es ist das beste Spiel der Welt. Also, ja, Nee, leider. gibt's nicht. Nein. Okay. Jetzt der namenlose Held. Ja, er hat ein bisschen, Ja. er, er hat ein bisschen diese Härte verloren, glaube ich, die er immer hatte. Also sein Charakter hat sich schon verändert, ne? Merkt man. Beziehungsweise der hat nicht mehr leider diesen Charme wie in Gothic 1 und 2. Er tut schon einige guten Sprüche noch raushauen, ja. Aber weißt du, er ist der Held er ist der namenlose Held, er hat in Gothic 1 und Gothic 2 so viel getan. Dann kommt er in Gothic 3 an, in Myrtana. Und ja, wie soll ich das sagen? Er ist wieder irgendwie wie ein Waschlappen gefühlt. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also,
ich weiß nicht, auch die Transferierung von Gothic 2 zu Gothic 3 ist ein bisschen komisch. Ja. Oder das Einfach Auge Enos gesagt. einfach im Schiff lassen, ist doch egal. Ist doch nur das Auge Enos. Ja, das ganze Gold, ganze Rüstung, Waffen, alles. Aber Hauptsache, du hast in Gothic 2 ein endless Inventar, wo du alles eh schon im Inventar hast eigentlich. Ja, nein, das ist ja noch lustiger. Da sind Orks auf dem Land, das wissen wir, ja, 100%. Erstmal die Paladin-Rüstung zu Hause lassen, lass mal mit so einem komischen Lederwams dahin gehen. Scheiß drauf, die Paladin-Rüstung braucht niemand. Hätte ich auch keinen Vorteil mit der Paladin-Rüstung, wenn ich jetzt in einen der Lager von den Paladinen gehe, also Rebellen verstecke und so. Hätte ich ja bestimmt Ja. keinen Vorteil oder so. Ich muss mir lieber nochmal die Paladin-Rüstung erarbeiten, warum nicht? Ja, Obwohl ich eigentlich schon Paladin bin, aber ja. ja, nochmal einfach. Nochmal, ist egal, kein Problem. Oder die Klaue Belias einfach anliegen lassen, ist ja nicht wichtig. Ist ja nur Einfach eine mehr mächtige versunken. Waffe. Ja, wenn wir uns mehr versunken, was anderes, aber wenn man es nicht hat, dann ist es ja auch komisch. Ja, ja. Oh Oder je. irgendwie nur so einen komischen Ork-Töter nehmen. Man hat ja Enos Zorn eigentlich, so ein doppelt gesegnetes Schwert vielleicht, aber nee. Wir nehmen den Ork-Schlechter mit. Ja. Der macht's auch. Wäre ja unfair, wenn er eine gute Waffe hätte. Oh je, ja, ist so. Ja, das ist wirklich komisch. Also, so viel Inkonsistenz in einem Spiel. Leider, ja, ja. Wie findest du die tolle Geschichte in Gothic 3? Gibt's überhaupt eine Geschichte? Das wollte ich gerade sagen. Welche Geschichte kommt gleich? Ey, es gibt auch Leute, das sind wahrscheinlich die, wo sagen, Gothic 3 ist das beste Spiel der Welt. Die sagen, Gothic 3 hat eine Geschichte. Da habe ich gefragt, welche Geschichte? Ja, du hast doch da die Nebenquests und alles. Welche Nebenquests? Also wirklich, es tut mir leid, aber wenn man die Nebenquests, vor allem die Nebenquests von Gothic 3 zu Gothic 2 vergleicht oder sogar zu Gothic 1, obwohl die nicht mal viele hat, dann ist es immer Copy-Paste gefühlt, finde ich. Und nichts Einzigartiges oder Cooles. Ja, und die Geschichte von Gothic 3 ist nicht existent. Du gehst hin, musst 5 Artefakte randomhaft finden, Rober oder Zuben töten. Oder alle? Oder alle, egal, du kannst auch alle töten, das ist kein Problem, ne, in Gothic 3. Da machst du halt Belia-Ende, du tötest alle. Alle einfach, egal wem. Sogar den Hasen tue ich umklatschen. Ja, und dann alles in diese Schmelze und dann Ende. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon zu vielen gesagt von meiner Community, wenn mal vielleicht von der Rede ist von einem Gothic Remake, ne, Gothic 3 Remake, dann würde ich eher ein Gothic 3 Reboot empfehlen, als ein Gothic 3 Remake. Also wirklich, man kann die Welt nehmen von mir aus, man kann sie ein bisschen kleiner machen, ein bisschen anders oder wie Gothic 2 ein bisschen so labyrinthmäßig, aber auf jeden Fall dieses ganze Hauptkonstrukt verändern und vielleicht ähnlich machen wie Gothic 2 und eine Story erstellen, eine wirklich coole Story, wirklich. So. Hast du Odyssey gespielt? Ja, Würdest du sagen, dass es so in der Richtung cool wäre, wenn man das machen würde als Gothic Reboot? ja, Gothic 3 Reboot? die Odyssey-Story ist immer noch besser als die Gothic 3-Story ist. Nein, Wie es geht gesagt, nicht um die Story, es geht jetzt um die Sondern? Welt, wie sie ist. Die Ach ist so, ja kleiner und nein. kompakter. Nein, so Das also ist zu wenig, würde ich sagen. ich fand die Welt von Odyssey und Mutana sehr enttäuschend. Ich habe echt gedacht, man kann auch noch in den Städten und Dörfern gehen, aber dann, wo ich gesehen habe, man kommt da gar nicht hin, war ich ein bisschen enttäuscht. Aber nee, also so wie es in Odyssey gemacht wurde, auf jeden Fall nicht. Vor allem Varant nicht. Nein, bitte nicht. Aber Varant hat mich so genervt in manchen Sachen. Ich fand Varant in Odyssey tausendmal schlimmer als in Gothic 3. Das muss man aber auch erstmal schaffen. Wirklich. Ja, ich habe auch immer Bugs gehabt dort in Varant, immer in Odyssey. Ja, aber ich auch. Ich musste Odyssey zweimal neu anfangen. Einmal, weil mein Save korrupt war. Und einmal war eine Quest mit den, was war das nochmal? Irgendeine Gilde war das. Die waren, glaub, für Adanos. Ich glaube, das waren Die Novizen Nomaden. oder so. Nomaden, genau. Irgendein Bug hatte ich. Ich konnte die Quest nicht mehr weitermachen. Und dann konnte ich nicht mehr mein Spiel weiterspielen. Dann musste ich wieder 80 Stunden Ich von musste neu anfangen.
Ich musste dieses Programm da nutzen, dieses Gothic Quest Programm, wie wir es nennt, wo man die Quest States verändern kann. Lol, was? Das gibt's, ja. Oh, okay. Aber Krass. dann muss ich dir das danach einen Link schicken. Das ist wichtig. Das ist wichtig, wenn du beim Mod oder irgendwie irgendwas verbuggt ist, Mhm. kannst du dann den Quest trotzdem als erledigt und kannst weitermachen. Und so weiter und so fort. Wenn das es nicht kann, das ist gut, das kann ich dir auf jeden Fall geben, das muss ich dir dann schicken. Gerne. Genau, so damit habe ich Odyssey, ein, zwei Bugs musste ich damit beheben, sonst hätte ich wieder von Ah. vorne komplett anfangen müssen. Okay. Alleine bei der alten Version gab es einen ganz anderen Bug, da konnte ich in Corinis nichts machen. Ja? Corinis hat nicht mehr Ich auch nicht. funktioniert das erste Mal. Und beim zweiten Mal, wo ich dann diese gepatchte Version hatte, Ja? konnte ich, wo war das? Die erste riesige Insel, die erste große Insel, wo man ist, wo Bruno ist. Wo Bruno Chorus? ist. Ich weiß nicht, wer da, wo Bruno ist, wo der Stadthalter Bruno ist. Ah, ja, ich kenne die Insel, glaube ich. Ja. Die Bruno, genau. Da konnte ich die Bruno nicht die Quest abgeben, dass ich die Minen gesäubert habe, obwohl ich die gesäubert hatte. Und dann musste ich das halt mit diesem Programm da als erledigt setzen. Da kannst du machen, ja, gemacht, nicht gemacht und im Status, dass du es noch machst. Dann kannst du alles so einstellen, das ist sehr gut eigentlich. Mir ist auch gerade eingefallen, ich glaube, ich hatte noch mal ein Playthrough, wo ich abbrechen musste. Da war ich auch in Korines und ich konnte einfach nicht mit der Mutter reden. Das ging einfach nicht. Und dann war alles kaputt, weil die war so diejenige, wo man dann die Folgequest erst machen konnte im Prinzip. Boah, und eine Sache finde ich richtig nervig. Warum kann man Giftresistenz erst in so spätem Spiel lernen? Ich weiß auch nicht. Diese Giftdinger, die töten. Wenn du da nicht 1000 Leben hast, machen die dich One-Shot, wenn du sie antötest. Auch wenn du Full HP warst. Und so ein Ja. Scheiß. Odyssey ist schon, muss man sagen, sehr schwer. Sehr, sehr schwer von Schwierigkeitsgrad. Ja, ja. Und dann war ich fast durch das erste Mal, wo ich fast durch war, Ja. ging es auf meinem PC, das letzte, also wenn man in Hallen von Irrdraht ist, hat das nicht mehr funktioniert. Boah. Da ist immer nach Mitte, wenn ich ein bisschen reingelaufen bin, abgestürzt. Immer, egal was ich getan habe. Oh mein Gott. Da habe ich gesagt, Digga. okay, ich habe keine Lust mehr. Und dann habe ich jetzt on Stream ja nochmal komplett angefangen. Und keine Ahnung, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt. Ah, du hast wieder angefangen, jetzt gerade. Nein, schon ein bisschen länger das Projekt wieder am Laufen. Ah, Ich mach okay. immer wieder weiter. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich war jetzt in Varant, habe ich alle Quests gemacht. Ah, okay. Aber ich wollte jetzt noch zum namenlosen Helden, bevor ich aus Varant rausgehe und so dann Aha. weitermachen. Ah, okay. Ja, ja. Weil man kann ja einfach nach Richtung Ishtar und da ist der namenlose Held, man trifft ihn dann so. Ja, Ein genau. bisschen, War das schon ein wollte ich cooles noch mal Easter Egg. machen. Wollte ich nochmal machen, ja. Ja, Ja, war dann geht's schon cool. jetzt geht's ja dann zu Xardas und alles, dann weiß man ja schon. Und so. Mhm. Ja. Aber dass da Bodo Henkel bezahlt wurde, finde ich cool. Ja, das, das muss man auch sagen, ja. Ich habe ja auch Bodo Henkel bezahlt für meine Alerts auf meinem auf Twitch-Kanal. Ah, cool. Ja. War das teuer? Ja, das war ganz gut, musste ganz gut Geld ausgeben, ja. Boah, ja, okay, krass. Aber es lohnt sich. Also seine Stimme lohnt sich dafür auf jeden Fall. Ja, seine Stimme auf jeden Fall, ne? Ja, Bodo Henkel einfach best. Ich hoffe auch wirklich, dass er auch im Remake reden wird, aber Ja, der war ja viele- offiziell. Er hat ja selbst gesagt in dem Interview von mir, dass er ja dabei ist beim Remake als Sprecher. okay. Aber im Moment, ich bin ja mit ihm privat in Kontakt, ist immer noch nicht die Anfrage Angefragt bezüglich des Sprechen. Aber andererseits hat er auch gesagt, dass das normalerweise 1 bis 2 Wochen sowieso nur dauert, das Einsprechen. Das heißt, es kann ja auch sein, dass die es wirklich erst spät machen. So bleibt Ich noch kann- die Hoffnung bei mir, dass er noch immer weiter hinterher ist. Ich könnte mir auch vorstellen, da sie ja, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen mit dem, wie heißt es, dass man Diego auswählen konnte, die Stimme, ne? Mhm. Ja, das habe ich gesehen. Das ist zu spät. Genau. Aber. Ah, okay, scheiße. Ich glaube, die sind damit gekommen, weil es kann schon gut möglich sein vielleicht, dass sie schon so langsam sich zum Ende nähern, weil warum tun sie einen Synchronsprecher, also für die deutsche Community, fragen, welcher am besten wäre, weil eigentlich Synchronsprechen, zumindest kenne ich das so wahrscheinlich, von Filmen oder Spielen, kommt ja eigentlich immer gegen Ende, wenn man fast fertig ist, oder? Ja. Ja. Das ist, wie gesagt, wir Deswegen. müssen einfach hoffen, dass wirklich Bodo Henkel drin bleibt, weil er wurde ja Ja, schon viel früher angeschrieben, dass er da auf jeden Fall dabei ist. also um ehrlich zu sein, alle anderen Charaktere, die können von mir aus neue Stimmen bekommen, aber
für mich ist wirklich am wichtigsten Xardas und der namenlose Held. Also, dass die wenigstens die Hauptstimmen wieder Ja, aber bekommen. der namenlose Held hat ja nicht denselben Sprecher, leider. Das macht Mm, mich sehr traurig. wurde das bestätigt? Es wurde gesagt, dass er das halt nicht mehr machen möchte anscheinend. Weil Oh. ich habe anscheinend einen Kommentar gelesen, habe ich mal gesehen, dass er wahrscheinlich reden wird. Ja, Also, aber ich habe einen Skandal wiederum gelesen, dass er das nicht möchte. wann? Wann war das? Das, das weiß ich jetzt auch nicht, wie lange es her ist. Das kriegt man immer nur so nebenbei manchmal mit. So. Weil ich habe das Äh, vor 3, 4 Wochen gesehen bei Castix Community irgendwie. Irgendein Bild habe ich gesehen. Kann ich dir Möglicherweise, vielleicht mal vielleicht ist es schicken. wieder geändert, vielleicht. Das wäre ganz gut. Ja, Ich hoffe mal mal. sehen. Ich hoffe mal, ja. Ja. Gut. So, Easter Eggs in Gothic 3. Ja, also das ist wahrscheinlich einer der einzigsten positiven Sachen. Die haben auch coole Easter Eggs reingemacht, wie auch wieder mit diesen Alien, ne? In, ich glaube, war das in Ishtar, glaube ich, oder so. Und in einem Tor in dem Vanguard gibt es auch ein Tor, wo man nur sich reinschieten kann, da ist auch ein Papier drin. Echt? Mhm. Ich wusste nur, dass es in Vanguard einen Turm gibt, oder war das in Vanguard, wo oben Gothic, glaub, drin steht oder so, oder Jovot oder was war das? Es gibt eins mit Piranha Bytes. Papier und es gibt auch nochmal diesen Turm, den du meinst, ja. Aha, okay, krass. Und in Ja, Ishtar dann gab es diesen, doch, glaube ich, auch was, oder? Ich weiß auch nicht. ja, genau, das war über diesen Eingang zu Zuben, da ist so ein Raum, den man eigentlich nie hinkommt, aber wenn man sich hinschiebt, ist da auch, glaub, ein Zettel. Mhm. Ja, Ja, das stimmt. dann diese Sumpfkraut-Junkie, war das das? Dieser Easter Egg? Oder was war das? Ich weiß gerade nicht, Wo, was du meinst. es gibt da so ein Easter Egg, wo man sich zu irgendjemand hin teleportieren kann. Und das ist wie so ein Novize. Das ist nicht der vom Community-Team gewesen, nur? Ah, ja, doch, ja, stimmt. Doch, das weiß ich, was du meinst, dann weiß ich, was du meinst, ja. Genau, und was Ja. noch? Irgendwo ist auch Piranha Bytes geschrieben, in irgendeinem Berg, glaube ich. Mhm. Ja, eigentlich ganz coole Easter Eggs, muss ich sagen. Ja. In welchem Teil war dieses Easter Egg mit Kairo im Himmel nochmal? Eins oder zwei? Äh, ich weiß es nicht. Aber irgendein Teil war das im Himmel geschrieben, das weiß ich noch. Ja, ich glaube Das habe ich auch. jetzt auch gerade bedacht, wo wir Easter Eggs wieder bereden. Ja. Wegen Kai Rosenkranz. Ah, das ist ja cool, dass Kai Rosenkranz wieder ein Remake dabei ist. Ja, das ist Äh, auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich. ja. Okay. So, dann wem würdest du dich anschließen in Gothic 3? Nordmar, glaube ich. Glaube Nordmar, einer der Gilden dann da. Ja, ich auch tatsächlich. Weil ich Weil finde, ja? du hast, also Varant ist halt sehr warm, ne? Aber du hast halt überall Assassinen und wenn du halt wenn du versklavt wirst, bist du versklavt, wie in ganz Mythorne auch. In Vanguard kannst du nicht leben, weil das halt auch äh, zerstört ist und so und angegriffen wird. Deswegen eigentlich Nordmar, obwohl da Orks sind und sehr gefährlich ist das der sicherste Punkt und halt der Punkt, wo noch zivilisiert ist im Prinzip. Ja, und ich glaube nicht, dass der eine Clan, der auf dem Berg ist, kann, glaube ich, sehr schlecht angegriffen werden können, selbst von Orks, wenn das. Du meinst den Wolfsklan? Wenn es Oder? der ist, es gibt einen, der sehr gut auf dem Berg ist. Über Brücke erreichbar und sowas. Ja, das ist der Wolfsklan. Ja, also ich finde, das könnte man gut verteidigen, wahrscheinlich. Ja, oder zum Ja, Beispiel der Feuerclan. ja. Das ist auch ein bisschen Labyrinth und es ist auch ein bisschen vertikal tatsächlich. Und du kannst halt von oben dann mit Bogenschützen oder Armbrustschützen gut runterschießen, wenn da jemand kommt. Oder mit Pech runter. Pech, ja, wie früher, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, Und und wie bei Vanguard, natürlich kannst du da nicht. Wenn du so oder so, die Myrtana wäre komplett wäre alles aus. Wenn es den namenlosen Helden nicht gäbe, du würdest es niemals wissen, dass es den gibt. ja, Würdest du, egal wo du in Myrtana bist, du bist Geschichte irgendwann. Wenn du dich ja, versteckst oder so. Solange du nicht ein ja. Orksöldner bist oder so. Du hast Weil wirklich, ohne namenlosen Helden alles vorbei eigentlich. du hast Ja, einfach keinen Ort, wo du wirklich sicher bist. Vielleicht ja. in diesen Zufluchtsorten, aber das war's dann auch schon wieder. Ja, oder den Waldläufer-Dingern vielleicht noch so. Ja, Aber schon. selbst da bist du nicht sicher. Ich glaube, wenn die Orks überrennen, dann ist es egal.
Ja, Ja, genau. ja. Und in Varant wirst du versklavt oder getötet, ermordet, wenn du ein Händler bist vielleicht oder so oder was auch immer. Ja, Varant Irgendwas niemals. immer. Ja, du könntest nur als Schwarzmagier vielleicht glücklich werden und das wirst du nicht, wahrscheinlich. Nee, nee. Ja, Ja. oh, ja. Auf jeden Fall in Varant, nicht Varant. Nordmar ist es tatsächlich wirklich am besten, würde ich sagen. Ja, Auch wenn es kalt ist, aber das ist, glaube ich, die ja. einzige Sorge, die du da hast. Ich glaube, besser als dauerhafte Hitze sogar. Ja, Ich finde dauerhafte Hitze schlimmer. ja, tatsächlich. Du hast vielleicht ab und zu ein Meer neben dir, aber lieber hast du ein Feuer, wo du und gute Fellrüstung, als wenn du im Varant halt verreckst wegen Dehydrieren oder so. Oder irgendeinen anderen Scheiß, also Ja, alles im Prinzip. genau. Ja. Nee, auf jeden Fall. Und gibt es noch irgendwelche Sachen, die du über das Remake gerne erzählen möchtest, so was du denkst darüber? Boah, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe einfach, dass das Remake, ich hoffe einfach, dass das Remake wirklich ähm, weltweit mehr Aufmerksamkeit auf den Gothic-Genre gibt, ne? Weil Mhm. wir sind ja eigentlich, kann man schon sagen, eine kleine Community, wenn Mhm. man das mit anderen Spielen vergleicht. Aber trotzdem lebt unsere Community schon sehr, sehr lange und immer noch aktiv, ne? Das ist schon krass. Das ist, was ich mir erhoffe. Dann erhoffe ich mir natürlich, dass das Remake ähm, cool wird. Also, dass es jetzt nicht irgendwie böse gesagt ein Elex 2 wird, ne? Man muss es jetzt einfach knallhart sagen. Mhm. Sondern dass es wirklich, es muss nicht eins zu eins sein, das soll es auch nicht. Es soll, finde ich, schon coole Erweiterungen haben, die es in Gothic 1 nicht gab. Oder was ich sehr wichtig und cool finde, was es gegeben hätte in Gothic 1, wie zum Beispiel diese Ork-Stadt mit den Höhlen, wie zum Beispiel die verlassene Mine, wie diese Ork-Arena, die nie benutzt wurde. Es gibt so viele Sachen, die man im Remake machen könnte. Und diese Sachen würde ich extrem, extrem hart feiern, wenn sie kommen würden. Auch Quests, die es nicht Mhm. geschafft haben, wie zum Beispiel vorhin gesagt, ja, die Freundesquest oder so, ne? Mhm. Oder Quentins Lager zum Beispiel ein Ja, bisschen wollte ich gerade sagen, ausarbeiten. ja. Ja, Weil da ist ja nur einfach der Name und fertig. Ja, das hat ein Lager fertig. das hat leider keine Bedeutung, aber da könnte man vielleicht auch irgendwas machen. Du bist vielleicht ein Bandit oder Ja, du könntest sie anschließen oder auch nicht oder du wirst verschleppt. Keine Ahnung. Irgendwas. Warum der nicht? verschleppen, ja. Ne? Und es soll ja anscheinend ja auch Klettern geben. Eine ganz neue Mechanik in Gothic 2, in Ja. Gothic Remake. Das wird wahrscheinlich so sein, dass es nur für bestimmte Stellen gibt, wo du Loot finden kannst oder Schätze oder so. Aber eigentlich ganz cool, weil dadurch kann man halt wirklich neue Orte kreieren, wo du Herausforderungen hast im Prinzip. Ne? Wie zum Beispiel jetzt in Gothic 1 dieses Schwimmen unter alte Xardas Turm zum Beispiel. Das ist, glaube ich, einer der einzigsten Dinge, wo du wirklich schwimmen musst in Gothic allgemein. Mhm. Ja, genau sowas halt. Ja, und wie du gesagt hast mit Verschleppen, wie bei Velaya, da wird man ja auch verschleppt. In der Ja, Mod. ja, Ja. genau, genau. Ja. Der, Das wäre schon cool, ja. Da hast du recht. sonst, ja, was soll ich sagen? Ähm, die Grafik ist ja an sich sehr schön, habe ich gesehen. Mhm. Kampfmechanik, also ich habe es ja nicht gespielt, nur die Teaser vor einigen Jahren mal, aber das ist ja nichts Vergleichbares mit Nein, heute der eigentlich. Kampfsystem ist überhaupt nichts davon. Zum Nee, Glück nee. nicht. Ich hab's so gehasst beim Teaser. Das muss man halt dann sehen, wenn man spielt, ne? Wie es denn ist, wenn man sich progressiert und alles. Ich bin aber auf jeden Fall am meisten drauf gehypt, wie das Magiensystem sein wird. Das sah richtig cool aus, Mhm. weil man muss sich überlegen, in Gothic 1 gab es auch so viele, ich weiß nicht, ob die das übernehmen werden, aber es gab viele Runen, die keine Funktion hatten, wie zum Beispiel, war das Wahnsinn? Ich weiß nicht, ob es Wahnsinn war, aber es gab zum Beispiel, du konntest einen übernehmen, also du konntest wirklich einen Charakter mit dieser Rune übernehmen und dann als ihn spielen im Prinzip für So wie 10 Sekunden oder Herrschaft so. in Gothic 3. Herrschaft kenne ich tatsächlich nicht. Ich Das ist habe dieser Gothic. Erinnerungszauber für 300 magisches Wissen oder so.
Da Ah, konntest ja, du. Ja, ich habe halt in Gothic 3 nie richtig Zauberer, Magier gespielt. Das weiß ich mhm. halt leider nicht. Ja, alles gut. Aber ich glaube, das ist so in der Richtung kann man das sehen, denke ich Ja, mal. und ich bin auf jeden Fall auch sehr gehypt auf die Verwandlungsspruchrollen oder Verwandlungsrunen, weil ich bin halt ein Fan von diesen Verwandlungen, egal in welchem Gothic-Teil gewesen, schon immer. Und ich bin einfach gespannt, wie die das umsetzen werden und auch, wie das sich anfühlen wird. So ein Drachensnapper, Mhm. so eine Blutfliege, ne? Kann er immer noch durch die ganzen vertikalen Berge fliegen oder wird es leider gedrosselt oder. Ja, genau. Sowas halt auch. Gas mit der Flutfliege. Ja, 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 das ist auf und jeden Fall. ja, die Welt wird ja auch vergrößert ein bisschen. Ja, genau, wie gesagt, lassen wir uns mal, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, auf das Remake und warten wir mal erstmal darauf ab und hoffe, es kommt so schnell wie möglich, aber auch wiederum hoffe ich, dass sie sich so lange Zeit lassen, dass das, wie gesagt, kein Elex 2 wird, sondern wirklich ein Meisterwerk. Und hast du es dir vorbestellt? Nee, noch nicht. Willst du es dir vorbestellen? Ich weiß nicht, ob ich es mir vorbestellen will. Ich glaube, ich warte erstmal noch ein bisschen ab. Vielleicht, mal gucken. Okay, aber also keine Collectors Edition auf jeden Fall dann. Ach, vergiss Nee, nein. Die Collectors Edition fand ich nicht cool, um Ich ehrlich zu fand sie auch sein. nicht cool, aber ich habe so eine Sammlung, wo ich das trotzdem hinzufügen muss. Ah, Das ist das ja, Problem bei mir. weißt, es gibt so viele Leute, die so eine schöne Handarbeit machen, wie Figuren oder Mhm. ich weiß nicht, von den Gothic-Sachen. Dann kommt halt sowas für 250 Euro. War schon ein bisschen ein Scam, muss ich um ehrlich sein Habe ich dafür sagen. 250 € bezahlt? Scheiße. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß Das nur, dass hat ich es auf jeden geholt Fall, habe. glaub so viel gekostet, ne? Oh, weil mein armes Konto damals. Oh je, oh Wenn ich je. jetzt so darüber nachdenke. Hättest du Aber ein Sparkonto machen können. Ah. ich glaube, das wäre trotzdem abgezogen geworden. Scheiße. Oh. Ja. Ich dachte, die wären über 150, aber jetzt, wo du es sagst, glaube ich auch leider. Ja, Schrecklich. 250 Euro. Maximal hätte es, also der Wert, vielleicht maximal, ne, 150 Euro, okay, aber 250 Euro ist schon, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich will jetzt gerade gucken, wie viel ich bezahlt habe. Das muss ich kurz. 200 €, okay. Okay, 200 dann. Euro. Okay, 200, das ist. Ich dachte gerade wirklich, es sind 250, das wäre noch viel schlimmer Vielleicht war gewesen. es mal im Angebot irgendwo oder so, ich weiß nicht, aber ja. Zumindest steht auf meiner Rechnung 200, ich bin glücklich. Ist Also nicht trotzdem, glücklich, trotzdem aber es ist viel. trotzdem viel, ja. Ist trotzdem viel, ja. Aber wenn man so viel, so eine fette Sammlung hat, dann. Ja. Ich meine, die Gothic Special 2 Special Edition für 300 € ist ja theoretisch auch nicht wert, aber sie ist halt so selten, dass es Aber die ist trotzdem. halt dafür wert, ne, Ne, würde ich sagen. die habe ich ja damals ersteigert, das musste sein. Kenn die tatsächlich gar nicht, die Special Edition. Die Gothic 2 Special Edition, das ist so eine so groß. Mhm. Hat so ein eigenes Kartenspiel mit den ganzen Gothic-Monstern und so drin. Ah, Ja, also richtig cool eigentlich. Also ein eigenes Kartenspiel, nicht irgendwie so Standard mit Ass und dies und das, sondern wirklich ein eigenes Spiel im Prinzip mit eigener Stärke und sowas. Was richtig cool ist, da noch Maps drin und dies und das. Eigentlich krass, sehr cool, die okay. Edition. Ja, sehr Aber auch cool. super selten. Ja, ja. Hm, Das ist wirklich schwer zu bekommen, ja. krass. Aber an sich, mir fehlt trotzdem noch so die Trollfigur zum Beispiel, habe ich nie gefunden. Und was gab's da noch, was ich nicht habe? Und diese komische, ja gut, Risen sammle ich eh nicht mehr. Aber hauptsächlich die Trollfigur fehlt mir. Ich habe ja auch Comic und so da. Ja, ich muss mal auch irgendwann mal anfangen mit dem. Ich habe leider. Nee, ich habe nur die Gothic 3 CD hier. Mhm. Aber ich sammle jetzt keine Gothic-Sachen, aber dafür sammle ich sehr, sehr viel an Konsolen und so. Also ich habe wirklich ein ganzes Gaming-Schrank mit Nintendo 64, nee, nicht Nintendo, die Super Nintendo, glaub war das, genau. Dann habe ich Mhm. PlayStation 1 bis PlayStation 4. Dann habe ich noch die Xbox 1 und was noch? Also einfach eine ganze Kollektion von Konsolen und Spielen habe ich Retro da drin. sozusagen. Ja, ja, genau, Mhm. Retro Mhm. Collector. Ah, das ist auch cool. Mhm. Ja. Okay, perfekt. So,
Haben wir noch irgendwas? Nee, eigentlich haben wir alles durchgeschafft. Jo. Sehr schön, okay. Dann hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass du dabei warst. Mhm. War sehr nice, danke, dass du da warst. Und ja, ich gebe dir das Schlusswort. Ich wünsche schon mal allen meinen Viewern und der Community und so weiter und so fort schon mal das Allerbeste und schaut auf jeden Fall bei Crazy Do Gaming vorbei, abonniert ihn, lasst alles bei ihm da, lasst ganz viel Liebe da, Leute. Ja, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. War sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall auch, dieser Talk mit dir. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Tag, wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Und sehen wir uns dann vielleicht bei mir wieder oder beim guten Gothic Shaper wieder dann. Genau, und ja, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart.